Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr umfangreichen Airsoft-Video begrüßen. Und wir schauen uns heute in Zusammenarbeit mit der Firma GSP bzw. Kuma Tactical, Grüße gehen raus, schauen wir uns die brandneue Silverback MDR XS AEG an. Bedeutet das erste elektronisch betriebene Airsoft-Modell aus dem Hause Silverback und eben eine MDR. Bedeutet mal wieder ein bisschen was Exotisches, ausgefallen, Bullpup-System, komplett ambidextrous und gerade was das Gearbox-System und was die Elektronik angeht, doch relativ speziell. Also Leute, ich weiß, ihr habt lang drauf gewartet, ich auch. Dementsprechend wird es vermutlich auch wieder ein kleines bisschen länger werden. Macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Dann lasst uns auch heute wieder loslegen, erstmal mit dem Lieferumfang. Wenn ihr die MDR X bekommt, ist im Karton enthalten eine, so eine Kurzanleitung. Diese ist aber nur auf Französisch und entsprechend vermutlich zu ignorieren. So, dann die User Manual oder Betriebsanleitung auf Englisch mit sehr, sehr vielen Bildchen. Und da haben sie sich wirklich wieder Mühe gegeben. Bedeutet auch für Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht so gut in Englisch sind. Das meiste ist wirklich selbsterklärend, also alles schön mit Bildchen und sogar bunt. Und sogar bunt ist wirklich gut, auch für Einsteiger. Es gibt allerdings schon wieder einen Punkt, worüber wir direkt sprechen müssen. Was hier nicht drin erklärt wird, ist das Einstellen der Akkuüberwachung des EFCS-Systems, der Elektronik. Bedeutet, die Elektronik, die Silverback hier reinbaut, ist leider nicht in der Lage, den Akku automatisch einzustellen, sondern das müsst ihr über so einen kleinen Jumper machen. Bedeutet, da ist ein kleines Tütchen dabei und da seht ihr vielleicht das kleine schwarze Nubbelding hier drin. Das ist eben ein Jumper oder halt eine Brücke und über diesen, je nachdem wie ihr den einsteckt später, könnt ihr eben die Akkuüberwachung einstellen. Ob ihr jetzt einen 7.4er, einen 11.1er verwendet oder ob ihr die Akkuüberwachung komplett deaktivieren möchtet. So, und hier muss ich euch leider sagen, die Akkuüberwachung, auch in internationalen Reviews, wenn ihr vielleicht schon angeschaut habt, funktioniert leider nicht. Bedeutet, wenn ihr das Ding wirklich mit dem 11.1er betreiben wollt, dann müsst ihr oder seid ihr eigentlich dazu genötigt, die Akkuüberwachung komplett zu deaktivieren. Andernfalls funktioniert der Zyklus nicht. Also das Ding funktioniert dann leider nicht, wenn die Akkuüberwachung aktiviert ist. Da müssen wir, wie gesagt, später wirklich im Detail darauf eingehen und sollte man definitiv beachten. So, und was ihr vielleicht auch erkennen könnt, da ist nochmal so ein kleines blaues Knubbelteil drin in dem Tütchen, vielleicht kann man es erkennen. Das ist ein hoher Tensioner. Bedeutet, die MDR X kommt mit 2 Tensionern. Der flache oder der kurze ist standardmäßig drin verbaut und der eignet sich bis maximal 0,3 Gramm. Bedeutet 0,3 Gramm, Hop-Up auf Maximum geht gerade noch, werden aber nicht überhoppt. Wenn ihr dann höher gehen wollt von der Kugelgrammatur, dann müsst ihr eben den hohen Tensioner in der Hop-Up-Kammer installieren. Aber auch hier muss ich euch jetzt schon sagen, ich musste leider eine Videoaufnahme nochmal komplett neu filmen bei den Internals, denn ich habe euch die Aufnahmen, Hop-Up-System, alles so nach ca. 1200, 1300 Schuss einmal gemacht. So, jetzt bin ich mittlerweile bei 1500, 1600 Schuss und leider ist mir jetzt die Patchfläche gerissen. Bedeutet, das Bucking ist jetzt beschädigt, dementsprechend, wie gesagt, später auch Thema Hop-Up-System wird es auch wieder leider sehr umfangreich. Oder müssen wir ein bisschen drüber quatschen. So, ich schweife wieder ab, wir müssen ein bisschen zügig machen, sonst werden es 3 Stunden. Federn sind 3 Stück enthalten, eine 60 Newton, eine 80 Newton, eine 100 Newton. Und ja, Silverback hat es immer noch nicht auf die Reihe bekommen, ihre Federn mit M anzugeben oder mit Meter pro Sekunde, wie jeder andere Hersteller auch. Dementsprechend bin ich später beim Chrono hergegangen und habe euch noch eine M120 gekront, damit man überhaupt mal einen Anhaltspunkt hat, gerade diese Newton, wo liegen die ungefähr im Vergleich zu Standardfedern, die eben mit Meter pro Sekunde angegeben werden. Und ebenfalls habe ich diese 100 Newton Feder, habe ich euch nicht nochmal extra gefilmt, denn die lag gerade mal bei mir 0,1 Joule höher wie die 80 Newton Feder. Also da war so gut wie kein Unterschied. Dementsprechend, wie gesagt, Chrono später mit einer M100. So, dann enthalten Silverback Patch. So ein kleiner Pin-Punch braucht ihr auch, denn ihr müsst zum Akku einlegen, das ganze Modell aufklappen, müsst ihr 2 Pins durchdrücken, habt ihr so ein kleines Werkzeug mit dabei, so einen kleinen Knauf letztendlich und ebenfalls sämtliche Imbusschlüssel und Torx, welche ihr für dieses Modell benötigt. Bedeutet, ihr müsst nicht extra nochmal neues Werkzeug kaufen. Gut, die meisten haben es daheim, aber wenn ihr nichts zu Hause habt, hier ist wirklich alles drin enthalten, um eine Wartung zum Beispiel durchzuführen.
Gut Leute, MDRX ist selbstverständlich ebenfalls Bestandteil des Lieferumfangs, nur das UH1 Gen 2 hier oben drauf ist natürlich nicht enthalten. Lasst uns anschließend gleich die technischen Daten durchsprechen. Ein Datenblatt blende ich euch da drüben wieder ein, wen es interessiert letztendlich. Und wie ganz am Anfang angesprochen, das Modell wird mir zur Verfügung gestellt von Kuma Tactical bzw. GSP Airsoft. Und die PTB-Zulassung ist jetzt ganz frisch durch. Bedeutet, es war ein Modell war bei der PTB, bei der Zulassung und ein Muster habe ich jetzt für das Review bekommen. Aber die Hauptlieferung könnte noch ein paar Wochen dauern. Bedeutet, wenn ihr jetzt sofort das Modell kaufen wollt zum Release dieses Videos, werdet ihr vermutlich keine Möglichkeit haben. Denn Silverback kommt hier einfach mit der Lieferung nicht hinterher und die Shops, allgemein alle deutschen Shops, gehen davon aus, dass die Lieferung circa Anfang März, Mitte März in Deutschland eintreffen wird. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt aktuell das Modell vielleicht nirgendwo irgendwie lieferbar findet. Wie gesagt, kommt Silverback nicht hinterher. Dann noch ganz kurz für Einsteiger, die MDRX ist natürlich ein Bullpup-System, bedeutet kurz erklärt, ganze Elektronik- oder Antriebssystem sitzt alles hier hinten in der Knifte drin, auch das Hauptgewicht dementsprechend und ihr habt entsprechend aber auch eine relativ kompakte Knifte im Vergleich mit einem langen Lauf, bedeutet hier 420 mm, 6,05 mm Innendurchmesser, Standard AEG-Aufnahme. Was bringt jetzt diese Lauflänge? Weil oft die Frage kommt, ja, ich brauche einen langen Lauf wie bei einer Scharfwaffe, damit das Ding präzise wird. Nein, Leute, so ist es im Airsoft nicht. Bedeutet, es macht nur von der Energie einen Unterschied, wie lang ist der Lauf und wie viel Volumen habe ich hinten drin. Rein von der Präzision bekommt ihr aus einem 250 mm Lauf die gleichen Ergebnisse raus wie bei einem 500 mm Lauf, wenn euer Hop-Up und euer Volumen dazu passt. Also hier nicht immer davon ausgehen, dass ein unheimlich langer Lauf irgendwie deutlich präziser ist. Nur gerade sehr, sehr kurze Läufe, so 150 mm, 190 mm, die sind meistens vom Hop-Up ein bisschen, wie soll ich sagen, da braucht man einfach ein bisschen mehr Druck im Vergleich zu langen Läufen, da die Kugel einfach mehr rotiert wird im Vergleich, bei langen Läufen im Vergleich zu kurzen Läufen. Aber das ist auch alles. Also der meiste Hauptpunkt bei langen Läufen ist einfach die Energie bei gleicher Federstärke. Also Bullpup-System und eben das Ding auch komplett ambidextrous, bedeutet, wenn ihr Linksschütze seid, wenn ihr umschultern wollt, hier bei diesem Modell absolut kein Problem. Der Preis drüben könnt ihr sehen, 700 €. Das ist natürlich auch heute wieder leider ein kleines bisschen teuer, muss man sagen. So Leute, lasst uns weitermachen mit dem Chronotest und hier wie vorhin schon kurz angesprochen, es sind diese unterschiedlichen Federn letztendlich enthalten. Diese 80 Newton Feder war bei mir standardmäßig drin, damit kommt die Knifte auf ca. 1,3, 1,4 Joule. Diese 100 Newton Feder hat jetzt aber keinen merklichen Unterschied gemacht. Bedeutet, lag ich im Chrono dann bei 1,4 bis 1,5, mehr nicht. Und dementsprechend bin ich jetzt nur hergegangen, habe euch die 60 Newton gekront, die Standard 80 Newton, die drin verbaut ist. Und dann blende ich euch nochmal einen Chronotest ein mit einer Standard M120, damit ihr eben auch wisst, diese Meter pro Sekunde Angaben, wo liegt ihr ungefähr mit den Federstärken, die eben auf dem Markt verfügbar sind. Denn diese Newton-Angabe bei Silverback, ja, ist halt ein bisschen Murks, kann man halt schlecht einordnen oder schlecht mit anderen Federn vergleichen. Dementsprechend, wie gesagt, nochmal nachgekront für euch mit einer M120.
Somit haken wir den Chronotest ab und dann lasst uns auch heute noch mal ganz kurz auf das Thema Energieabgabe und später natürlich auch im Anschluss Hop-Up-System eingehen. So, Energieabgabe habt ihr im Chrono gesehen, ist in Ordnung. Was ihr aber vielleicht auch sehen konntet, mit einer 120er Feder liegt mein Modell sogar noch mal deutlich höher oder ein bisschen höher wie mit der 100 Newton Feder oder die stärkste Feder, welche im Lieferumfang enthalten ist. Bedeutet, jetzt habt ihr so einen Anhaltspunkt 100 M120, also nicht Newton, sondern M120. Wo liegt ihr ungefähr? Bedeutet, diese 100 Newton Feder, das müsste circa eine M100, M110 sein, ungefähr, wie gesagt. So, die Schwankung fand ich auch in Ordnung, können wir nicht meckern. Ich glaube, maximal waren wir bei 3 Meter pro Sekunde Differenz. Das ist okay für eine SAEG oder für eine Airsoft. Aber was ihr auch vielleicht gesehen habt, wir haben bereits einen Drop drin zwischen 0,2 und 0,3 Gramm BBs. Und auch hier werden wir später bei den Internals nochmal drauf eingehen müssen, denn wir liegen hier beim Verhältnis vom Volumen, vom Zylinder hinten zur Lauflänge von 420, liegen wir out of the box gerade einmal bei 1,85:1. Und dementsprechend fällt euch die Energie mit schweren BBs immer weiter ab. Wenn ihr da bedeutet, wenn ihr da jetzt 0,32er reinpackt oder 0,36 Gramm, dann fällt die Energie noch weiter ab, da die Luftmenge standardmäßig out of the box leider für diese Grammatur nicht ausreichend ist. Und das finde ich heute auch ein kleines bisschen schade, denn ihr werdet später bei den Internals sehen, standardmäßig verbaut Silverback einen offenen Zylinder mit Volumenreduzierung. Das verstehe ich nicht ganz. Da packen sie uns extra einen großen Tensioner rein, um schwere BBs hoppen zu können, aber öffnen den Zylinder oder machen einen Port rein, damit wir weniger Volumen haben. Das passt also nicht ganz zusammen, finde ich ein kleines bisschen schade. Und wenn jetzt vielleicht schon mal vorweg für euch, wenn ihr hier mehr Volumen haben möchtet, das Maximum, zum Beispiel einen geschlossenen Zylinder, dann könnt ihr jetzt nicht einfach hergehen und könnt euch da einen stinknormalen SAEG-Zylinder reinmachen, Typ F oder Typ 0 zum Beispiel, sondern ihr seid darauf angewiesen, diesen kompletten großen Aluminiumzylinder von Silverback separat dazu zu kaufen. Und der kostet aktuell, gut im Ausland, 45 US-Dollar. Also 45 Euro für einen Zylinder, damit ihr ein bisschen mehr Volumen habt. Finde ich nicht ganz geil. Hätten sie gleich einen geschlossenen Zylinder reingemacht, wäre es deutlich besser gewesen. Dann sind wir ehrlich, Leute, wer spielt denn global auf der ganzen Welt das Ding mit 0,2 Gramm BBs oder von mir aus mit 0,25 Gramm? Weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ein bisschen schade. Beachten, wenn ihr höher gehen wollt von der Kugelgrammatur, müsst ihr nochmal Geld ausgeben, um eben einen anderen Zylinder mit mehr Volumen zu installieren. Ich werde mir aber auch das in einem separaten Video für euch nochmal im Detail anschauen. Vielleicht gibt es eine günstigere Möglichkeit, hier ein bisschen mehr Volumen einmal rauszukitzeln. Vielleicht können wir irgendwie die Ports zumachen oder sowas. Wie gesagt, weiß ich noch nicht. Ich werde aber allgemein nochmal ein extra Technikvideo für euch die nächsten Tage filmen, was Kompatibilität angeht, die Gears angeht und so weiter und so fort, damit wir einfach mal so eine technische Übersicht nochmal bekommen, was jetzt eigentlich kompatibel ist und wie man vielleicht noch mal ein bisschen was rauskitzeln kann aus diesem Modell. Wie gesagt, wird ein extra Video geben dann in den nächsten, keine Ahnung, 5 bis 10 Tagen oder so. So viel zum Thema Energie. Feder-Schnellwechselsystem ist natürlich vorhanden. Das sprechen wir dann bei den allgemeinen Informationen nochmal im Detail an. So, kommen wir zum Thema Hop-Up-System. Beim Lieferumfang schon angesprochen, so wie die Knifte kommt, out of the box, maximal 0,3 Gramm BBs möglich, mit dem kurzen Tensioner letztendlich. Für mehr langt dieser nicht. Und wenn ihr höher gehen wollt vom Kugelgewicht, müsst ihr eben den Tensioner in der Hop-Up-Kammer tauschen. Ist eine Sache von 2-3 Minuten, dann habt ihr den gewechselt. So, die Hop-Up-Ergebnisse oder die Schussergebnisse out of the box, so wie die Waffe kamen, mit 0,3 Gramm sind wirklich gut. Bedeutet keine großen Ausreißer links, rechts oder sowas. Super Flugbahn, kerzengerade und das Ganze eben bis ca. 1200, 1300 Schuss lief das wirklich super. Dann habe ich euch eben die Aufnahmen gemacht, Internals, Hop-Up-System, habe gesagt, Hop-Up-System super, 0,3, 0,32 oder 0,36 mit dem großen Tensioner, absolut kein Problem, nur Volumen. Und dann habe ich aber ebenfalls den Tag drauf nochmal ein paar Schüsse abgegeben, so circa 300-400 Stück. Und dann ist mir auf einmal aufgefallen, dass das Hop-Up-System überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Jetzt habe ich das Ganze auseinandergebaut und dann werdet ihr später sehen, ja, jetzt nach ca. 1500, 1600 Schuss ist das Original-Bucking, was drin ist, leider gerissen. Bedeutet, die Patchfläche hat einen richtig schönen Cut unten drin. Wie gesagt, werden wir uns später nochmal im Detail anschauen, aber hier vielleicht für euch auch schon mal im Vorfeld eventuell mal ein Bucking auf Ersatz hernehmen oder eben ich teste für euch die kommenden Tage Kompatibilität noch zu anderen Buckings, eventuell noch ein anderes Bucking dann installieren. Hop-Up einstellen ist auch ein kleines bisschen fummelig, muss ich sagen, denn ihr könntet hier einmal diese Auswurfklappe
Einmal öffnen und dann kommt er hier rein an die Hop-Up-Kammer. Und da kommt er wirklich nur mit dem Fingernagel mit Ach und Krach dran. Einfacher geht es eigentlich, wenn ihr diese ganze Auswurfklappe hier einmal entfernt. So, wartet mal, ich sehe bloß nichts. So, die hier könnt ihr komplett einmal wegmachen. Ist nur ja, so ein Klicksystem mit so einem kleinen Hebel hinten. Einfach öffnen und dann kommt er eben hier innen drin an die Hop-Up-Kammer ran. Die Hop-Up-Kammer sitzt aber in diesem Auswurf oder in dem Fenster sehr weit vorne an der Kante dran und ihr kommt wirklich auch hier nur mit dem Fingernagel wirklich mit Ach und Krach hin und die Kammer lässt sich unheimlich schwer drehen. Also wenn euch da mal der Fingernagel abbricht, dann müsst ihr zur Maniküre. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, da kommt man ziemlich bescheiden hin. Da hätte das Rädchen vielleicht noch mal ein bisschen weiter hinten sitzen müssen oder das Fenster ein kleines bisschen weiter vorne, damit man ein bisschen mehr Fläche hat, wo man das Rädchen letztendlich bewegen kann. Gerade mit Handschuhen an könnt ihr es komplett vergessen, habt ihr keine Chance hier, das Hop-Up letztendlich einzustellen. Gut, Leute, wie gesagt, dann im Detail ganz am Abschlussthema Lauf- und Hop-Up-System. Übrigens, vielleicht können wir es auch gleich ansprechen, diese Abdeckungen, wenn wir gerade beim Thema Hop-Up sind, das Original-Scharfwaffen-Vorbild hat natürlich die Besonderheit, oder das klassische Modell hatte die Besonderheit, dass der Auswurf der Hülsen nach vorne geht. Bedeutet, ihr seht hier eben, das ist nicht wie bei Standardmodellen, dass quasi die Hülse über einen Press-Deflektor rausgeworfen wurde oder dagegen knallt, sondern ihr habt den Auswurf hier vorne. Bedeutet, wenn ihr dann feuert, dann fliegt die Hülse, fliegt dann hier so nach vorne seitlich raus. Und das könnt ihr eben auch beim Airsoft-Modell umbauen. Bedeutet, ihr könnt die Abdeckung ebenfalls ersetzen durch diese hier, also umdrehen. Und dann könnt ihr eben auch das Hop-Up auf der anderen Seite einstellen. Ist also auch hier für Links- und für Rechtsschützen einmal optimiert bzw. ausgelegt. Lass uns weitermachen mit den Allgemeininformationen und hier packe ich euch jetzt letztendlich wieder so viel Informationen wie irgendwie möglich rein. Bedeutet, ich drehe euch das Modell jetzt erstmal ein kleines bisschen ins Licht rein, dass ihr es euch ein kleines bisschen anschauen könnt. Wie gesagt, hier gut MDR letztendlich. Schönes Modell, finde ich schön, auch von der Ergonomie her, schauen wir uns dann gleich nochmal an. Wirklich klasse. Bei den Allgemeininformationen möchte ich aber jetzt zunächst mal 2 Punkte vorwegnehmen, falls ihr euch internationale Reviews angeschaut habt. Zunächst mal, bei dem einen kam es zu Problemen, dass der Lower Receiver sehr stark gewackelt hat. Bedeutet, er hat das ganze Modell hier oben festgehalten, da konnte er den ganzen Lower hier problemlos 2-3 mm hin und her wackeln. Und das ist bei meinem Modell nicht der Fall. Bedeutet, bei mir sitzt der Lower und der Upper Receiver perfekt zusammen. Da ist absolut kein Spiel und ich habe keine Möglichkeit, das hier irgendwie rumzuwackeln oder sonstiges. Ob es hier allerdings gewisse Toleranzen gibt bei unterschiedlichen Chargen oder sowas, das weiß ich natürlich nicht. Ich kann euch eben nur sagen, dass ich das Problem bei meinem Modell nicht habe. Also der sitzt sauber dran. Was ich natürlich oder was ihr vielleicht auch gesehen habt und wo mein Modell ebenfalls identisch ist, ist der Vorderschaft. Bedeutet, der gesamte Vorderschaft wird hier letztendlich über den unteren Pin gehalten. Hier und dann so eine Klemmvorrichtung mit so einer Torx-Schraube links und rechts mit dem Upper Receiver verbunden. Und das hält, wenn man die Knifte ganz normal betreibt und spielt, dann hält es wunderbar. Man kann aber eben auch hergehen und mutwillig oder mit Gewalt natürlich den gesamten Vorderschaft einfach rüberdrücken. Seht ihr das? Also der wird dann nicht gehalten, sondern der sitzt dann komplett krumm dran. Also wenn ihr es drauf anlegt, ja, dann könnt ihr den Vorderschaft hier hin und her biegen und es spielt auch keine Rolle, wie stark ihr letztendlich diese Schrauben zuknellt. Die könnt ihr mit aller Gewalt zuknellen. Es ist euch dennoch möglich, den gesamten Vorderschaft eben hin und her zu drücken. Und es ist aber auch nur möglich, den hin und her zu drücken, wenn ihr eben gegen den Lauf dagegen drückt oder gegen den Outer. Wenn ihr das Ding ganz normal anfasst und ganz normal betreibt, dann passiert da überhaupt nichts, dann hält er da wunderbar. Würde ich also gar nicht irgendwie kritisch ansprechen. Denn natürlich auch bei einer AA15 mit einem Alu-Vorderschaft, wenn ich jetzt hergehe und da vorne anfange, das Rohr zu biegen und zu machen, ja, dann kann ich das auch hin und her drücken. Also das ist ein kleines bisschen Quatsch. Auf sowas muss man meiner Meinung nach nicht unbedingt Wert legen. So, kommen wir zu den Allgemeininformationen und vielleicht zunächst einmal ganz kurz zur Bedienung und zur Ergonomie. Wie gerade schon gesagt, das Ding, Bullpup-System, liegt mega geil im Anschlag drin. Also richtig angenehm, schön. Das Gewicht natürlich hinten aufgrund der Gearbox alles hinten drin. Ihr könnt sie toll anfummeln und ihr merkt einfach diese 2700 Gramm, daher eben das meiste Gewicht hier hinten drin sitzt, merkt ihr eigentlich null. Also ihr könnt wahrscheinlich den ganzen Tag so spielen, ohne die zweite Hand überhaupt zu verwenden. Finde ich also sehr, sehr schön, gerade der vordere Bereich ab hier ungefähr sehr, sehr leicht. Wie gesagt, man merkt einfach das Gewicht nicht und selbst jetzt mit dem fetten und relativ schweren UH1 drauf,
hervorragend, klasse, fühlt sich geil an. Von der Ergonomie her, Visierlinie passt, also auch wenn ihr euch ein EO drauf macht oder sowas, ihr müsst da nicht ewig runtergehen oder sowas, sondern ganz bequem, zack, Wange auflegen oder Backe auflegen, passt von der Visierlinie hier hinten, wunderbar. Und eben links und rechts benutzbar, bedeutet, ihr seht vielleicht der Feuerwahlhebel hier links wie auch rechts zu verwenden. Auch der Magazinauswurf ist mega geil. Ihr habt hier 3 Möglichkeiten, das Magazin zu lösen. Erstmal wie wie man es von Bullpups normalerweise gewohnt ist. Hier hinten dran, bedeutet hier hinten reingreifen, zack, drücken, Magazin raus. Ist, finde ich aber persönlich auch immer ein kleines bisschen umständlich, weil dann seid ihr am Schießen, dann müsst ihr da hinten ranlangen, wo ist der Magazinauswurf, hier, zack, wieder reinfummeln. Und das ist eben eine kleine Besonderheit bei der MDR, dass der Magazinauswurf links und rechts ebenfalls ganz normal hier vorne, wie man es von der AR-15 kennt, ist. Bedeutet, auch hier könnt ihr letztendlich hergehen, einfach vom Abzug hoch, Finger lang machen, drücken, zack, Magazin raus, Magazin rein. Und das funktioniert einfach mega. Und das Ganze eben auch vom Schützen aus auf der linken Seite. Links wie auch rechts einmal komplett nutzbar. Und das eben mit dem Hop-Up-System habe ich euch gerade schon angesprochen. Ihr könnt einfach die Abdeckung oder diesen Auswurf letztendlich beim Scharfmodell könnt ihr auch einfach tauschen, damit einfach zum Beispiel das Hop-Up hier seitlich eingestellt wird auf der anderen Seite. Also hier wirklich ein unheimlich durchdachtes und sehr, sehr ergonomisches Modell, muss ich sagen. Natürlich, die Bauart oder die Form ist natürlich wieder ein kleines bisschen Geschmackssache. Der eine würde jetzt sagen, boah, das Ding sieht ja aus wie irgendwas Futuristisches oder sowas. Ich finde sie wirklich vom Design her und gerade was die Ergonomie angeht, wirklich klasse und werde ich heute vielleicht sogar einen Pluspunkt dafür geben im Fazit. Wie gesagt, greift sich super an, Bedienelemente von der Positionierung, einfach nur klasse. So, weitere Informationen. Ihr habt natürlich, das zeige ich euch später bei der Demontage nochmal im Detail, ihr habt natürlich auch hier wie bei den anderen Desert Tech Kniften oder Silverback Kniften im Airsoft, habt ihr auch hier dieses Schnellspannsystem für den Outer oder fürs Rohr. Bedeutet, wenn ihr mal an die Hop-Up-Kamera wollt oder einen Lauf putzen wollt oder irgendwas, dann habt ihr einfach hier seitlich auch dieses Schnellspannsystem. Bedeutet einfach das Schloss öffnen, die zwei Zylinderkopfschrauben anlösen und gesamtes Rohr zusammen mit der Hop-Up-Kamera einfach nach vorne rausziehen. Geht mega super einfach und ist sehr benutzerfreundlich, muss ich sagen. Also das ist klasse. Wie gesagt, ich zeige es euch später bei der Demontage nochmal im Detail. Ein Punkt, der leider nicht ganz so geil ist und wo ihr vielleicht die Finger weglassen solltet, das ist der Spannhebel. Bedeutet natürlich wie beim Originalmodell auch, hier einmal der Spannhebel vom Schützen aus links wie auch rechts letztendlich. Und den würde ich einfach ignorieren und würde so tun, als wäre er nicht vorhanden, denn der fühlt sich an, als wäre er aus Pappe. Also hier haben sie auch irgendwie so ein ganz schäbiges Aluminium-Gussteil gefertigt. Wie gesagt, da meint man gerade, man greift irgendwie einen Babberdeckel an und auch funktioniert der Spannhebel nicht wirklich. Bedeutet, im Regelfall würde der ja hergehen, würde das Ding, wartet, so könnt ihr es gut sehen, würde den aufziehen, würde den nach hinten ziehen. Und ja, das geht, aber hier vorne hakt er teilweise recht stark und verklemmt sich. Und da hätte ich zu viel Angst, dass ich das Ding einfach wegbreche. Denn wie gesagt, hängt alles nur auf Aluguss, würde ich ignorieren. Vor allem das Witzige ist, wenn dann aufmacht, dann hakt er und klemmt er. Wenn ihr aber jetzt hergeht und einfach beide parallel nach hinten schiebt, dann läuft er wunderbar. Also hier, wie gesagt, sehr, ein bisschen lapprig konstruiert, bisschen dünn konstruiert, hätten sie vielleicht auch Stahl nehmen können oder sowas. Daher der Spannhebel bei dieser SAEG oder bei der AEG absolut keine Funktion hat. Wie gesagt, ignoriert ihn. Fummelt da nicht dran rum, spielt da nicht dran rum. Ansonsten könnte er gegebenenfalls einmal abbrechen. Wie gesagt, hier die Qualität, sage ich mal, fühlt sich doch sehr, sehr günstig an, muss man sagen. So, ansonsten restliche Informationen, Vorderschaft, wie gesagt, Polyamid-Kunststoff, auch allgemein alle Kunststoffteile aus einem sehr guten Polyamid gefertigt. Vorderschaft, der Lower Receiver, die Schaftkappe hinten, oder ne, Schaftkappe nicht, aber Wangenauflage und die Schaftkappe hinten habt ihr dann letztendlich aus Gummi, hier hinten komplett aus Gummi gefertigt. Wie gesagt, alle Bauteile aus Kunststoff sind aus Polyamid, aus PA gefertigt und hier von der Qualität wirklich gut. Passgenauigkeit vom Lower zum Upper ist hervorragend, wie schon angesprochen. Auch hier vorne, das sitzt, wenn man es nicht übertreibt, sitzt es wirklich gut dran, würde ich auch nicht kritisieren. Und natürlich der gesamte Upper Receiver dann, wie man es von Desertec kennt, komplett aus Aluminium gefertigt. Bedeutet, auch hier habt ihr zum Beispiel wie bei den
ja, bei den Federdruckmodellen SAS oder HTI habt ihr auch einfach wieder so ein riesengroßes, fettes Aluminiumteil, einteilig als Upper Receiver. Also nicht irgendwie aus mehreren Teilen zusammengeschustert, sondern das Ding ist halt wirklich komplett einteilig und dementsprechend kostet es vermutlich auch wieder ein kleines bisschen mehr Geld, das Modell. Also wie gesagt, hier Kunststoffqualität, Verarbeitungsqualität, schauen wir uns später natürlich hier und da nochmal im Detail an, würde ich aber definitiv nichts kritisieren. Auch vorne Mündungsfeuerdämpfer ist auch CNC gefertigt aus Alu und wie ihr es bei den technischen Daten schon gesehen habt, es ist natürlich problemlos möglich, hier irgendwie Tracer oder Schalldämpferattrappen zu montieren. Bedeutet ganz normal 14 mm CCW unten wieder über eine kleine Schraube gesichert. Also aufpassen, Schraube rausmachen, dann abschrauben und dann sitzt eure Schalldämpferattrappe oder euer Tracer, sitzt dann richtig schön vorne bündig, letztendlich am Vorderschaft dran. Also nicht irgendwie so weit nach vorne gezogen, sondern doch relativ nah oder kompakt am Vorderschaft. Finde ich auch klasse. Und was man vielleicht jetzt auch gleich noch ansprechen kann, ja, wir haben dieses Schnellwechsel- oder Spannsystem für den Outer drin. Dementsprechend ist natürlich der Outer relativ lang. Bedeutet, er zieht sich einteilig von der Hop-Up-Kammer hier hinten bis hier vorne letztendlich durch. Das ist ein Aluminiumrohr und wird dann letztendlich nur über die Klemmung hier hinten innen drin gequetscht oder geklemmt. Dennoch sitzt der Outer hervorragend in dem System drin. Bedeutet, auch wenn ihr jetzt hier vorne hergeht und mal die Knifte irgendwie festhaltet und da versucht, einen Outer irgendwie hoch und runter zu bewegen, keine Chance, absolut nicht. Sitzt also richtig schön, ja, spielfrei in dem System drin und fängt euch nicht irgendwie an zu schwingen oder zu wackeln oder sowas. Also auch hier von der Qualität wirklich gut umgesetzt, muss ich sagen. Gut, Leute, die restlichen Daten können wir uns später, glaube ich, nochmal im Detail anschauen. Vielleicht noch kurz Aufnahme Trageriemen. Müsst ihr halt gucken, ihr habt hier hinten links und rechts zwar die QD-Aufnahme für den Sling-Swivel dran, aber im vorderen Bereich habt ihr letztendlich nur hier vorne die Arretierung. Bedeutet, ihr könnt hier letztendlich einen Sling befestigen oder Trageriemen und hier hinten. Eventuell, wenn ihr noch irgendwo anders wollt, vielleicht irgendwie hier nochmal ein M-Lock irgendwie was dran montieren, eine Sling-Aufnahme oder seitlich Sling-Aufnahme montieren. Oder vielleicht sogar, wenn ihr einen One-Point verwenden wollt, vielleicht sogar hier oben über die Picatinny rüber. Gibt es ja auch diese Trageriemenhalterungen für Pick-Rail. Könnt ihr einfach hier oben einmal rüber, einmal festmachen auf der Pick-Rail. Dann könnt ihr zum Beispiel einen One-Point, könnt ihr es relativ nah am Körper tragen, wenn ihr keinen 2-Punkt- oder 3-Punkt-Trageriemen verwenden möchtet. Dann lasst uns anschließend gleich weitermachen mit dem Thema Federschnellwechselsystem und Einlegen des Akkus sowie Platz für den Akku. So, auch das würde bei 2 Reviews aus England oder United Kingdom, würde das kritisiert. Der hat sich da mega aufgeregt, wie man sowas machen kann. Das ist ja so scheiße, da den Akku reinzubekommen. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Also kann ich leider nicht zustimmen. Ganz im Gegenteil, ob ich da jetzt den Akku in eine Buffer-Tube reinpacke oder da oben drin, macht für mich keinen Unterschied. Zunächst aber mal, ihr müsst auf jeden Fall das Modell einmal aufklappen. Bedeutet, die MDR oder der Upper und der Lower wird bei dem Modell über 3 Pins miteinander verbunden. Der Pin hier vorne drin, der Pin hier in der Mitte und der Pin hier hinten drin. Wenn ihr die hinteren beiden Pins oder den hinteren und den mittleren Pin einmal löst, könnt ihr das Modell aufklappen. Es ist also nicht nötig, den vorderen Pin hier irgendwie rauszuziehen. Der bleibt drin. So, bedeutet, ihr geht jetzt mal her, nehmt dieses Tool von mir aus, was im Lieferumfang enthalten ist und löst einmal diese beiden Pins. Bedeutet, ihr drückt hier einmal den, wir nehmen es jetzt am besten vielleicht so, drückt hier einmal den Pin durch und drückt hier einmal ebenfalls den hinteren Pin einmal durch. So, einmal die beiden Pins komplett raus, werden auch gelockt, also ihr könnt sie nicht komplett rausziehen, bleiben schön dran hängen und dann könnt ihr jetzt hergehen und könnt das ganze Modell einfach aufklappen. So, das ist alles und das empfindet jemand als zu kompliziert. Es gibt einen Punkt, den muss man beachten, spreche ich auch später nochmal an. Wenn ihr das Modell aufklappt, klappt sie immer so auf. Dreht sie jetzt nicht um, denn ihr habt hier unten drin, zeige ich euch dann später nochmal, ihr habt hier unten drin das Gestänge für den Magazinauswurf. Und dieses Gestänge liegt wirklich nur drin, bedeutet, das ist nicht gesichert. Wenn ihr die Knifte jetzt umdrehen wollt oder den Akku auf den Kopf einlegen wollt, dann fällt euch dieses Gestänge einmal raus. Also das ist nicht ganz so geil produziert, hätten wir vielleicht noch sichern können. Aber ansonsten, ihr könnt das Ding einfach aufklappen und könnt dann letztendlich hier hinten oben, hier schiebt ihr letztendlich einfach nur euren Akku rein. Das ist alles. Und dann klappt das hier wieder zu, fertig. Also was daran kompliziert oder dumm sein soll, verstehe ich jetzt nicht ganz. Lasst uns aber erstmal ganz kurz Federschnellwechselsystem ansprechen, denn auch wenn ihr das Modell jetzt einfach aufklappt, kommt ihr direkt hier hinten an den Spring Guide ran. So, jetzt muss ich ihn bloß finden. Bedeutet, nehmt einen Inbus her, geht hier hinten rein, dreht das Ganze um, zack.
und könnt hier entsprechend ganz easy letztendlich die Feder wechseln und das Modell auf das Spielfeld einstellen, wie ihr spielen dürft oder was ihr eben maximal spielen dürft. Aufgrund des Systems würde ich nicht höher wie maximal 1,8 Joule gehen. Sprechen wir später bei den Internals durch, denn hier kommt es doch zu ein kleines bisschen Verschleiß out of the box. Wie gesagt, aber hier auf jeden Fall Feder-Schnellwechselsystem ist super einfach, benutzerfreundlich geregelt, man kommt wunderbar hin und natürlich auch zu Standard SAEG-Federn, einmal kompatibel das Ganze. So, dann drücken wir die Feder wieder rein. Ist übrigens auch ein Dreiflügelsystem vom Spring Guide. Bedeutet, der kann euch nicht irgendwie wegklappen oder sowas, sondern er wird schön gerade hinten in diesem Zylinder arretiert oder befestigt. So, dann vom Akku her, ihr bekommt in die MDR letztendlich ganz normale AK Single-Stick-Akkus rein. Also 3 Zellen, 11,1 Volt als langer AK Single-Stick letztendlich. Zum Beispiel diese hier. Und das ist auch der größte von der Kapazität, den man reinbekommt. Bedeutet 1400 mAh, 11,1 Volt mit 30 bis 60 C+. Das ist wirklich das Größte und der passt gerade so einmal rein. Kleinere AK-Akkus mit 1000 mAh oder 1200 bekommt ihr ein kleines bisschen leichter wieder raus. Zeige ich euch dann gleich. Aber wie gesagt, wenn ihr schon so AK-Akkus habt, ja, die passen da wunderbar einmal rein und das ist aber auch der größte mit 1400. Wenn ihr einen habt mit 1200 oder euch einen kauft, der ist noch ein ganz kleines bisschen kleiner, hat aber halt entsprechend noch ein bisschen weniger Kapazität. Dann sind wir ehrlich, so 1400 ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Aber wie gesagt, der passt rein, bedeutet ihr geht einfach her, klappt das Ding ein kleines bisschen auf und schiebt euch den ganzen Akku einfach hier oben letztendlich über den Zylinder drüber. So, und jetzt aber, wie gesagt, der passt da wunderbar rein, lässt sich wunderbar reinschieben, wenn er natürlich nicht aufgebläht ist. Gut, einen aufgeblähten Akku solltet ihr eh nicht mehr verwenden, das sollte jedem klar sein, aber der passt hier, wie gesagt, von den Maßen vollständig und wunderbar hier oben rein. Jetzt aber ein Punkt, vielleicht schauen wir es uns später nochmal an oder ich zeige euch da eine kleine Modifikation in dem Technikvideo, was ich für euch noch anfertigen werde. Hier innen drin sind 2 so Aluminiumblöcke festgeschraubt. Die haben eine scharfe Kante und sind eigentlich ziemlich nutzlos. Bedeutet, da ist so eine Führung noch dran, so eine Führungsschiene, was vermutlich irgendwann mal von der Konstruktion her nötig gewesen war, jetzt aber nicht mehr. Und genau an dieser Kante von dieser Schiene kann der Akku ein kleines bisschen hängen bleiben, wenn dann wieder rauszieht. Wie gesagt, kann man es selbst sehr, sehr schnell modifizieren, zeige ich euch dann in einem separaten Video. Auf jeden Fall Akku einfach komplett reinpopeln, dann eben Balancer ebenfalls hinterher und dann steckt ihr das ganze Ding, einfach ein. So, jetzt passt mal auf. Ich muss hier bloß gerade irgendwie alles festhalten. So, und ist übrigens ein T-Stecker bzw. ein DIN-Stecker. So, ich sehe gar nichts. Moment, ich lege sie mir mal so her. So, jetzt da ist er eingesteckt. So, jetzt ist der Akku dran. Und wie gesagt, bei diesem AMAX 1400, der passt da wunderbar rein. Ihr müsst aber zum Lösen, wenn ihr keine Modifikation macht, müsst ihr den ein kleines bisschen zur Seite drücken oder halt aufpassen, dass die Kabel da innen drin nicht an der scharfen Kante hängen bleiben beim Rausziehen. Ansonsten könntet ihr die Kabel kaputt machen. Wie gesagt, mache ich euch ein extra Video drüber. So, und dann klappt das ganze Ding einfach wieder zu, macht die beiden Pins rein, zack, und dann ist der Akku da letztendlich drin. Also was genau ist jetzt da das Problem? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. So, also Akku einlegen finde ich nicht schlimm, ist eigentlich doch relativ benutzerfreundlich, nur eben mit dieser Führung oder mit der Schiene für den Magazinhalter müsst ihr halt aufpassen, dass sie nicht rausfällt. Ansonsten ein bisschen aufklappen, Akku rein, anstecken, fertig. Kein Problem und auch das Feder-Schnellwechselsystem ist sehr zugänglich und benutzerfreundlich. Ein weiteres wichtiges Thema ist Ansprechverhalten und Klangbild out of the box, denn auch hier würde die MDR auf dem internationalen Markt doch ein kleines bisschen zerrissen, denn wie soll ich sagen, es gibt anscheinend ein paar Modelle da draußen in der Welt, die leider ein bisschen daneben sind von der Schimmung oder vom Shimming her und auch die Motoreinstellung kann out of the box nicht zu 100% passen und sollte nachjustiert werden. Im Allgemeinen gibt es bei dem Übergang zwischen Motor und Bevel Gear gibt's doch einiges zu beachten, vom Winkel her, von der Einstellung her, denn hier kann es aufgrund der Motorhalterung oder des Motorkäfigs kann es zu höherem Verschleiß kommen. Aber das ist ein Punkt, den wir uns auch später bei den Internals anschauen müssen.
So, zunächst aber mal einen kleinen Punkt, so wie ihr vielleicht die internationalen Reviews oder 2, 3 Videos euch angeschaut habt, so krass war jetzt meine eigentlich nicht. Bedeutet, ich habe jetzt nicht dieses extrem helle Kreischen und Schreien out of the box. Ganz im Gegenteil, ich finde das Klangbild von meiner ist so, wie die Knifte gekommen ist, auch mit dem Original Shimming, mit der Original-Motoreinstellung, finde ich das Ding vollkommen in Ordnung. Hören wir uns jetzt gleich an, also hier nichts, ja kein Kreischen bei meinem Modell, könnte aber, wenn ihr ein schlechtes Modell erwischt, könnte es hier vorkommen, dass ihr nachjustieren müsst oder nachschimmen müsst. Und wie gesagt, mein Modell war aber hier ziemlich gut, muss man sagen. So, bevor wir jetzt dann gleich ein paar Schüsse abgeben, noch ein Punkt. Das EFCS, was hier drin ist, ähnelt ein bisschen vom Aufbau oder von der Zyklenüberwachung, ähnelt das Ganze ein kleines bisschen Ares. Und ihr habt auch hier leider so ein paar Sekunden Delay drin, wie man es von dem ICS SSS-System kennt. Bedeutet, ihr könnt so schnell triggern, wie ihr wollt. Der Zyklus selbst ist relativ langsam. Ich habe es mal für euch nachgemessen oder ausgelesen. Wir liegen hier mit einem vollgeladenen 11,1 Volt Akku, also 12,4 Volt, 12,6 Volt, liegen wir bei einer Zyklenzeit bei 85 Millisekunden. Das ist halt nicht ganz so schnell. Und wenn der Akku dann ein bisschen leerer wird, geht das Ganze sogar hoch auf 90 Millisekunden. Und da muss man sagen, da ist sogar eine Standard Ares out of the box, ist da vom Zyklus ein bisschen schneller. Bedeutet, das System fühlt sich vom Triggern her einfach ein kleines bisschen träger an, wie andere moderne Systeme mit einem EFCS drin. Wie gesagt, dementsprechend Zyklenzeit, auch mit den Gears, Standard 18:1, 19K Motor, vielleicht nicht ganz perfekt kombiniert. Und wie gesagt, ihr habt immer so einen kleinen Delay, bedeutet, ihr drückt den Abzug und dann dauert es, keine Ahnung, 5, 6 Millisekunden, bevor der Motor erstmal überhaupt anfängt zu drehen. Also, schauen wir sie uns an, hören wir sie uns an. Kugeln habe ich drin, 0,3 Gramm BBs und ich schieße da vorne wieder auf den Karton. Und je nachdem, wie gut das Klangbild letztendlich in der Aufnahme rüberkommt, werde ich euch einmal den Ton direkt vorne übers Richtmikrofon aufnehmen und einmal übers Ansteckmikrofon, damit man ein bisschen einen Unterschied hört. Also, hören wir sie uns an. So, und alle ist das Ding. Also wie gesagt, ja, natürlich, sie ist ein kleines bisschen lauter aufgrund dieses PTW-Systems, was er hat. Auch daher ihr natürlich das ganze System direkt am Ohr habt, ist einfach das ganze Modell ein bisschen lauter wie andere Modelle. Ist ganz normal, würde ich fast behaupten. Aber ich fand jetzt, wie gerade schon angesprochen, ich fand jetzt rein vom Klang selbst, die Gears oder so, fand ich jetzt nicht schlimm. Ja, man nimmt so ein ganz kleines bisschen so Reibung wahr oder sowas im Klangbild. Das könnte aber eben auch aufgrund des PTW-Systems sein. Aber hier out of the box kein Kreischen irgendwie, dass es recht hell ist oder sowas. Da würde ich also gar nicht schimpfen beim Klangbild. Aber wie gesagt, der Verschleiß bei den Gears vielleicht ein bisschen höher wie bei Standardsystemen, muss man sagen. Wie gesagt, schauen wir uns dann später an. Einen kleinen Punkt vielleicht noch, was ich auch bereits jetzt vorweg sagen kann. Egal welche Kugelgrammatur ich verwendet habe, wenn das Magazin leer wird und ihr circa so noch 6 bis 8 BBs drin habt, dann kommt es am Schluss zu einem Double Feed. Bedeutet, kurz bevor es leer ist, macht es plopp und dann kommen auf einmal 2 BBs raus, ohne wirklich Energie drauf. Und dann ist das Magazin aber auch kurz drauf komplett leer. Also wenn der Druck nachlässt letztendlich oder fast leer ist, dann kann es mit dem Original-Bucking zumindest zu einem Double Feed kommen. Könnte aber letztendlich auch ein Indikator dafür sein, dass das Magazin leer ist. Kann man sehen, wie man will letztendlich. So, Mumpeln sind alle draußen, bedeutet Magazin ist leer, Hop-Up-Kammer ist komplett leer. Und dann lasst uns jetzt noch ganz kurz über das EFCS sprechen. Ihr habt hier vorne drin auch einen mechanischen Mikrotaster, wie man es zum Beispiel vom Begadi Core oder von der ASCU oder von der G&G, wie man es einfach kennt. Und diesen kleinen Mikrotaster nehmt ihr auch über den Abzug wahr. Bedeutet, der Abzug ist für mich sogar fast ein bisschen zu lasch gefedert, also der ist relativ schwabbelig, aber daher er eben so schwabbelig ist, nehmt ihr genau im hintersten Bereich, nehmt ihr einfach diesen Taster, wo ihr letztendlich den Schuss abgibt, den nehmt ihr wahr. Bedeutet, ihr könnt genauso einfach den Abzug hinten stehen lassen und genau hinten in den hintersten 2 bis 3 Millimeterchen sauber triggern. Auch werde ich euch bei dem extra Technik-Video, was ich euch noch filmen werde, werde ich euch ebenfalls noch erklären,
wie ihr das Ganze als Hair-Trigger konfigurieren könnt. Bedeutet, lässt sich ganz einfach modifizieren, damit ihr eben nicht den ganzen Abzug komplett nach hinten stellen müsst, sondern dass ihr einfach hier direkt an der Sicherung seid und dann von mir aus bereits hier vorne einmal triggern könnt und nicht ganz durchziehen müsst. Ansonsten, wie gesagt, der Akku ist randvoll jetzt, 12,6 Volt und das System ist, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen träger im Vergleich zu anderen Systemen aufgrund dieses PTW-Systems. Bedeutet natürlich, es muss jetzt hier nicht einfach nur die Hauptfeder aufgespannt werden vom Pisten, sondern es muss natürlich die gesamte Nozzle und die innenliegende Feder am Pistenhead, diese ganzen Federn müssen komplett komprimiert werden oder aufgezogen werden und dadurch einfach ein bisschen mehr Last oder deutlich mehr Last im Vergleich zu anderen Systemen. Und das macht sich einfach auch ein kleines bisschen im Zyklus bemerkbar. Bedeutet, ihr habt es gerade gesehen, ich habe so schnell getriggert, wie es eigentlich ging. Und es geht, also sie ist nicht zu langsam, sie ist aber auch nicht die schnellste. Lassen wir mal so stehen. Ich zeige es euch noch mal ganz kurz, bedeutet wir ziehen den Abzug komplett bis Anschlag hinter. So, und jetzt merke ich hier merke ich, jetzt kommt mein Mikrotaster. Seht ihr das? Bedeutet, ihr könnt genau hinten, in den hintersten 3 mm könnt ihr triggern. Aber eben das System, wenn ihr abdrückt und bis der Schuss bricht, da hört er einfach, dass das System erstmal aufgezogen werden muss und gefeedet werden muss, bis sich der Schuss letztendlich löst. Wie gesagt, das sind andere moderne Systeme, gerade mit 13 1er Gears oder sowas oder mit einem 30 kW Motor drin, die sind da einfach noch ein kleines bisschen spritziger. Aber schlecht ist es definitiv nicht. Wie gesagt, wir hatten schon Kniften, die waren vom Zyklus und vom Abzugsverhalten deutlich schlechter, muss man sagen. Lass uns weitermachen mit dem Thema Magazin und Kompatibilität. Und hier zunächst mal natürlich die erste Version von der MDRX kommt jetzt zunächst einmal als 762er bzw. 308er Variante. Wer es scharfe Vorbild kennt, weiß natürlich, da gibt es auch noch die 556er Variante, Blackout, whatever, ist letztendlich ein Multikaliber, die MDRX. Auch gibt mittlerweile auch eine sehr kompakte. Also hier, wie gesagt, Standard jetzt out of the box erstmal die allererste Version, nur 308er und dementsprechend große, fette 308er oder eben SR25 Magazine kompatibel. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Zunächst aber mal das Mid-Cap oder Low-Mid-Cap, welches im Lieferumfang enthalten ist, fast maximal 78 Schuss. Das ist für so ein großes SR25 Magazin vielleicht ein kleines bisschen wenig. Da gibt es auch Magazine, da passen ein bisschen mehr Mumpeln rein. Also hier gerade mal 78 Mumpeln, aber dafür die Feder relativ straff. Also hier kein Wert gelegt sozusagen auf die Kapazität, aber dafür aufs Feeding. Denn selbst 0,4 Gramm BBs haben in dem Magazin out of the box problemlos gefeedet. Wie gesagt, Kapazität nicht ganz so viel, aber dafür schwere BBs mit der Originalfeder möglich. Auch sehr wartungsfreundlich, muss man sagen. Ihr habt hier oben einfach so einen kleinen roten Schieber drin. Da geht er rein, zieht den nach hinten, dann könnt ihr die ganze Feder einfach hier hinten nach oben einmal rausziehen. Bedeutet, der Kugelkanal geht hier letztendlich runter, einmal rum, einmal wieder hoch. Also nicht nochmal eingewickelt oder sowas. Die allgemeine Qualität finde ich auch gut, ist komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt und der innere Teil wie auch diese roten Teile sind aus ABS-Kunststoff gefertigt. Dafür aber das Magazin mit 19 Euro, was es kosten soll, oder 20 Euro, sage ich mal, in Ordnung. Wie gesagt, das sitzt sauber drin, lässt sich sauber einlegen, lässt sich sauber lösen, habt ihr vorhin schon gesehen. Da gibt es gar nichts zu meckern. So, jetzt aber der Punkt Kompatibilität. Wie gesagt, SR25 oder auch Magazine V2.5 Gearbox zum Beispiel. Geht leider bei der MDRX leider nur mit Modifikationen. Bedeutet, out of the box kann ich jetzt gerade ein Magazin verwenden, welches wirklich super drin funktioniert. Und das ist ein Standard E und C SR25 oder EC25 Stahlblechmagazin. Also das passt rein, das arretiert sauber, das hat nicht zu viel Spiel und feedet auch sauber. Ist aber halt ein Standard-Stahlblech-Magazin. Ich meine, wenn euch das gefällt, wie gesagt, das funktioniert. Und alle weiteren Magazine, die ich jetzt zumindest noch da habe, die muss man alle minimals ein kleines bisschen anpassen. Bedeutet, die passen alle wunderbar in den Magazinschacht rein. Die werden auch alle wunderbar oben geöffnet. Aber die Arretierung funktioniert leider nicht so geil. Hier hätten wir zum Beispiel 3 Magazine. Das hier ist so ein relativ günstiges Battle-Axe Magazin. Das ist ein Syma Magazin von der Mod 25 oder auch CM098 Serie. Würde auch funktionieren, ist aber halt relativ groß. Die haben natürlich alle deutlich mehr Kapazität.
Und mein persönlicher Favorit ist zum Beispiel das G&G GR25 Polymermagazin. Denn auch das feedet wirklich sauber, passen 120 Mumpeln rein, aber hier ist es eben nötig, eine ganz kleine Modifikation durchzuführen, damit es eben sauber arretiert. Und auch das werde ich euch in dem separaten Technikvideo erklären, wie ihr das anpasst, minimals, damit es sauber in der MDR funktioniert. Wie gesagt, ist eine Sache von 2-3 Minuten, dann passt es wunderbar rein und wäre mein Favorit. Würde ich euch das jetzt alles erklären, wie ihr da was anpasst, dann wären wir irgendwo bei 3 Stunden bei dem Video. Wollen wir wahrscheinlich nicht haben. Also wie gesagt, SR25 Magazine, ja, zum größten Teil kompatibel, bei einigen aber kleinere Modifikationen notwendig. Dann lasst uns auch heute wieder ein paar Nahaufnahmen machen, das ein oder andere Detail noch kurz durchsprechen. Wir fangen erstmal wieder vorne an. Mündungsbremse ist sehr schön, 308er Mündungsbremse, also etwas anders wie zum Beispiel bei der 556er Version, auch im Scharfwaffenbereich natürlich. Komplett aus Aluminium gefertigt und CNC gefertigt, bedeutet hier nicht einfach nur aus Alu gegossen, sondern wirklich schön gefräst, entsprechend vielleicht ein bisschen scharfkantig, aber die Qualität von der Mündungsbremse ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also gefällt mir und wie vorhin schon kurz angesprochen, eben aufpassen, unten kleiner Gewindestift drin, diesen lösen, dann könnt ihr eben auch problemlos Schalldämpfer attrappen oder Tracer darauf montieren. Dann kann ich euch vielleicht in der Nahaufnahme noch mal ganz kurz zeigen, wie vorhin auch schon angesprochen, ja, es ist ein Rohrschnellwechselsystem vorhanden oder ihr kommt einfach schnell an die Hop-Up-Kammer ran, aber das haben sie wirklich gut umgesetzt. Bedeutet, auch wenn ihr hier mit aller Gewalt versucht, irgendwie das Rohr hin und her zu wackeln oder hin und her zu bewegen, absolut keine Chance. Also da sind manch andere Modelle im Airsoft-Bereich sind da wesentlich schlechter. Also das ist wirklich sauber umgesetzt. So, dann der Vorderschaft, der ist aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Die Qualität ist in Ordnung, würde ich sagen. Sie ist jetzt nicht mega gut oder so, bedeutet, man sieht hier und da mal so kleine Spritzgussnähte und auch im unteren Bereich, wie gesagt, sieht man hier ein bisschen so die Naht, so ganz leichte Fransen. Aber Leute, es ist eine Airsoft und ich denke auch im Scharfwaffenbereich kann man sowas definitiv einmal sehen. Dementsprechend, da würde ich auch nicht rummeckern. Wie gesagt, Qualität auch vom Polyamid selbst vollkommen in Ordnung. Zwar ein kleines bisschen weniger Faseranteil drin im Polyamid wie bei manch anderen Bauteilen im Airsoft-Bereich, aber dennoch ist es einfach ein schöner Kunststoff. Und hier sieht man einfach auch von der Oberfläche, hätten sie jetzt hier mehr Glasfaseranteil rein, dann hätte man von der Oberfläche so dieses Wolkige gehabt, bedeutet so diese leichten Reflexionen von den Fasern. Dementsprechend ein kleines bisschen weniger Faseranteil, aber sieht dementsprechend auch von Material selbst sieht es einfach stimmig und schön aus, muss ich sagen. Was ihr dann vorhin bei den technischen Daten schon gesehen habt oder was ich aber noch nicht angesprochen habe, natürlich habt ihr am Vorderhin ganz normales M-Lock-System, bedeutet, wenn ihr dann hier seitlich noch irgendwas montieren wollt, irgendwie, nochmal eine Pick-Rail, irgendwie Kamera oder whatever oder unten vielleicht einen Griff, dann steht euch hier ein M-Lock-System für die Montage zur Verfügung. Und hier vorne seht ihr eben nochmal die Öse oder die Aufnahme für einen Trageriemen. Nur hier eben der Punkt, wie vorhin schon angesprochen, wenn jetzt hier viel Last drauf kommt, also wirklich viel Last und ihr mit aller Gewalt den Vorderschaft einfach rüber drückt, dann verbiegt es ein kleines bisschen. Könnt ihr, wartet mal, habe ich euch vorhin schon kurz gezeigt, so, könnt ihr auch auf die andere Seite rüber biegen. Das hätten sie vielleicht noch ein kleines bisschen, so seht ihr das vielleicht auch recht geil, das hätten sie vielleicht noch ein kleines bisschen schöner arretieren können. Bin ich mir nicht ganz schlüssig, ob das vielleicht sogar bei der Scharfwaffe auch möglich ist. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur, wenn man es mit Gewalt probiert. Wenn ihr da einen Griff dran macht oder wenn ihr das Ding ganz normal haltet, dann bewegt sich da nichts, definitiv. Und dann können wir uns ebenfalls gleich diese Arretierung von dem Vorderschaft mal ganz kurz im Detail anschauen. Bedeutet, ich habe jetzt mal den unteren Pin hier gelöst, so wie ebenfalls die Torx-Schrauben, einmal links und einmal rechts, denn dann könnt ihr den Vorderschaft ganz normal nach vorne einmal abziehen. Und hier sieht man jetzt einfach dieses Arretierungssystem. Bedeutet, wenn ihr hier von hinten mal reinschaut, da habt ihr so diese Aluminiumklemmen, quasi links und rechts, wo letztendlich Gewinde drin sind für die Schrauben und unten dann einmal den Pin. Und es wird quasi hier einfach nur im Aluminium-Receiver quasi reingeschoben und dann über die Schrauben hier hinten geklemmt. Ihr habt aber weiter vorne natürlich hier keinerlei Fixierung mehr. Und dementsprechend, wenn ihr einfach mit Gewalt drückt, dann könnt ihr hier einfach diese Klemmung ein kleines bisschen in dieser Schiene minimal ein bisschen verrutschen.
Aber wie gesagt, ich sehe das Ganze nicht wirklich als Stören und nicht wirklich als schlimm an. Was ich auch wieder schön finde, das Gassystem haben sie schön nachgebildet. Hier vorne drin auch die kleine Picatinny-Schiene oben drauf. Ist jetzt zwar für den Airsoft-Bereich relativ uninteressant, aber das sind einfach so kleine, nette Details, finde ich. Und auch wenn wir dann mit der Vorderschaft mal wieder installieren, dann kann man einfach hier durch die Schlitze quasi, hätte man jetzt hier die Möglichkeit beim Re-Steam-Modell das Gassystem zum Einstellen. Ist natürlich bei einer Airsoft wurscht, aber es ist einfach schön. Wisst ihr, wenn ihr hier reinschaut, schöne Details, schön nachgebildet das Ganze. Wenn wir dann unser Augenmerk ein kleines bisschen weiter nach hinten richten, dann finden wir hier eben das Spannsystem bzw. den Spannhebel. Der ist natürlich auch auf beiden Seiten vorhanden, bedeutet links wie auch rechts. Und ja, ich wiederhole mich jetzt ein kleines bisschen, aber ich zeige es euch einfach noch mal ganz kurz im Detail. Der Spannhebel, der arretiert hier oben im Upper Receiver. Bedeutet, er wird über zwei so kleine Blattfedern nach oben gedrückt. Bedeutet, wenn man diesen runterdrückt und dann parallel auf beiden Seiten nach hinten schiebt, dann funktioniert es. So, wenn ihr aber jetzt nur hergeht und quasi den Spannhebel auf einer Seite rauszieht, runterdrückt und nach hinten schieben wollt, dann klemmt es und verhakt sich und löst nicht wirklich aus. Also das ist, ja, die Funktion hätte man vielleicht noch ein kleines bisschen optimieren können, und auch von der Qualität muss ich sagen, dass sich das ganze Spannhebelsystem und auch die Arretierung von dem Spannhebel leider sehr, sehr billig, fühlt sich einfach irgendwie ein bisschen lapprig an. Wie gesagt, sehr dünner Aluminiumguss letztendlich und dementsprechend, wie vorhin auch schon angesprochen, aufpassen, benutzt das Ding nicht, knödelt hier nicht drauf rum. Ansonsten könnte es passieren, dass ihr hier irgendwas beschädigt. Und das ist einer der Punkte, den ich später definitiv im Fazit nochmal ansprechen werde. Und da gibt es auch weiter hinten nochmal einen kleinen Punkt, da verwenden sie das gleiche Aluminium. Und das war es dann auch schon. Der Rest von der Qualität ist wirklich hervorragend. Auch so die Übergänge quasi zwischen Upper und Lower Receiver passt wirklich 1A. Da kann man überhaupt nicht schimpfen und es ist von der Passgenauigkeit wirklich klasse. Was wir uns jetzt hier in der Nahaufnahme auch noch mal ganz kurz anschauen können, Feuerwahlhebel habt ihr vorhin vielleicht schon kurz gesehen. Jetzt hier einfach noch mal kurz in der Nahaufnahme vom Schützen aus links wie auch rechts. Lässt sich wunderbar bedienen, super zu erreichen, springt in die einzelnen Positionen und hier auch absolut kein Unterschied, ob ihr jetzt den Feuerwahlhebel vom Schützen aus links oder rechts betreibt. Es ist egal. Bedeutet, ihr habt hier kein Spiel zwischen den einzelnen Seiten vorhanden. Der läuft auf beiden Seiten unheimlich smooth und gleichmäßig. Und natürlich auch der Magazinauswurf, hier vorne auch schon angesprochen vorhin, vom Schützen aus rechts wie auch links, schöner, angenehmer Druckpunkt. Und das Nachladen geht darüber einfach unheimlich benutzerfreundlich und zügig von der Hand, muss ich sagen. Gefällt mir unheimlich gut. Gut, Abzug auch schon angesprochen, aber hier könnt ihr es vielleicht auch noch mal kurz in der Nahaufnahme sehen. Hier quasi Abzug direkt in der Sicherung. So gut wie gar kein Spiel drin. Dann schalten wir einmal um auf halbautomatisch. Und dann, wie gesagt, er ist vom Abzugsgewicht ist er ein bisschen lasch oder ein kleines bisschen schwammig. Dadurch merken wir aber im hinteren Bereich einfach den Mikroschalter. Bedeutet, man zieht und wenn man ein kleines bisschen Gefühl im Finger hat, dann merkt man einfach, ach, hier ist der Taster, guck mal, klack, klack, klack. Man merkt den einfach. Dementsprechend ein haptisches Feedback von diesem kleinen Mikrotaster finde ich klasse. Und in dem separaten Technikvideo zeige ich euch dann noch, wie man eben einen Hair-Trigger auch draus bauen kann, damit man vielleicht ein bisschen weiter vorne triggern kann und nicht komplett nach hinten durchziehen muss. Wenn wir die MDR dann einmal umdrehen und uns vom Schützen aus links anschauen, dann findet man natürlich hier sämtliche Markings auf dem Modell vor, wie bei der Scharfwaffe auch. Selbstverständlich kompletter Lizenznachbau, alle Desertech Markings letztendlich auf der Waffe vorhanden und ebenfalls eine fortlaufende Seriennummer. Was ihr hier dann nochmal sehen könnt, das seht ihr jetzt dann gleich bei der Demontage ebenfalls. Hier befindet sich eben dieses Schnellspann- oder Schnellwechselsystem fürs Rohr, um einfach gut im Scharfwaffenbereich, im Airsoft-Bereich einfach schön, dass ihr zügig und schnell an die Hop-Up-Kammer rankommt, um vielleicht mal ein verschlissenes Bucking zu tauschen oder um einen Lauf rauszubauen, um sauber zu machen. Hier geht das Ganze einfach über diese Klemmung sehr, sehr schnell vonstatten. Was ihr jetzt auch sehen könnt, ist, dass das Modell im inneren Bereich natürlich am Upper Receiver komplett hohl ist. Bedeutet, im oberen Bereich über dem Rohr oder über dem Outer befindet sich hier innen drin absolut gar nichts. Da kann man also komplett einmal durchschauen. Dementsprechend wird hier vermutlich auch einiges an Dreckpartikeln seinen Weg nach innen finden. Also hier doch sehr, sehr stark offen im oberen Bereich.
Und jetzt habe ich euch gerade schon gesagt, bei dem Spannhebel, das ist irgend so ein relativ günstiges Aluminium-Gussteil und auch diese Abdeckungen hier oder diese Auswurfteile-Cover oder Auswurfcover sind ebenfalls aus Aluminium-Guss gefertigt und die machen auch von der Qualität nicht unbedingt den besten Eindruck. Und gerade die Arretierungen weicht auch ein bisschen ab, bedeutet hier vom Schützen aus auf der linken Seite, wenn das Ding drauf ist, hat es leider doch einiges Spiel und klappert hier ein kleines bisschen drauf rum. Vom Schützen aus auf der rechten Seite, da wird es wiederum wirklich sauber gehalten. Also hier scheint es irgendwie Toleranzen zu geben, je nachdem oder je nach Bauteil. Könnte man vielleicht, ich habe mir da mal meine Gedanken gemacht, vielleicht könnte man hier einfach auf die Arretierung hier hinten unten einfach ein kleines bisschen Isoband draufkleben. Vielleicht so 2, 3 Lagen, damit man einfach ein bisschen Spannung drauf bekommt, damit das Teil einfach nicht so rumklappern und rumschwabbeln kann. Wie gesagt, hier auch wirklich sehr, sehr leicht, fühlt sich auch ein bisschen an wie Pappe irgendwie. Hätte man vielleicht auch ein bisschen hochwertiger fertigen können. Aber ihr seht jetzt hier eben, wie vorhin schon kurz angesprochen, wenn ihr die Teile ummontiert oder auch wenn ihr das Hop-Up auf der anderen Seite einstellen wollt, ihr habt einfach hier immer die Öffnungen auf beiden Seiten, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Auf der gegenüberliegenden Seite sitzt die Abdeckung wesentlich straffer drauf, bedeutet hier eben kein Klappern, kein Schwabbeln letztendlich vorhanden. Und ihr habt natürlich hier auch die eingebaute Staubschutzklappe oder Auswurfklappe vorhanden, wie vorhin schon angesprochen. Bedeutet, beim scharfen Modell werden die Hülsen nicht wie üblich seitlich ausgeworfen, sondern nach vorne ausgeworfen. So, und jetzt da seht ihr eben kurz Thema Hop-Up einstellen, habe ich euch vorhin schon im Detail erklärt. Jetzt seht ihr es einfach mal ganz kurz in der Nahaufnahme. Geht ein kleines bisschen fummelig, denn man kommt einfach relativ knapp nur an das Einstellrädchen ran. Bedeutet, wenn ihr jetzt nur die Staubschutzklappe aufmacht, dann kommt ihr hier so gut wie gar nicht ran, um das Hop-Up einzustellen. Bedeutet, ihr müsst eigentlich immer die Abdeckung einmal entfernen, um den Durchgang zu erweitern. Und dann seht ihr aber ebenfalls, dass die Hop-Up-Kammer sehr weit vorne im System sitzt und man hier wirklich nur an die Kante mit dem Fingernagel an das Einstellrädchen rankommt. Und wie gesagt, sitzt einfach sehr, sehr weit vorne. Hätten Sie vielleicht hier noch ein bisschen, noch mal so 2, 3 Millimeterchen das Fenster erweitern können oder vielleicht das Rädchen nach hinten vielleicht noch mal minimal erweitern können, dann wären wir da ein bisschen schöner rangekommen. Denn wie gesagt, das Rädchen geht erstens mal brutal straff zum Einstellen und auch kommt man wirklich nur mit dem Fingernagel an das Rädchen, an die Spitze letztendlich ran, um hier mehr oder weniger Druck aufs Hop-Up einstellen zu können. Dann bleibt uns letztendlich nur noch der hintere Bereich vom Schaft, kann man eigentlich sagen. Bedeutet vom Schützen aus auf der linken Seite seht ihr hier einmal den Magazinhalter. Der ist übrigens aus Aluminium gefertigt und da seht ihr ganz klein vielleicht draufstehen 308. Bedeutet, wenn vielleicht das Modell auch mal als 556er Variante im Airsoft-Bereich verfügbar sein wird, dann wird vermutlich dieses Teil hier ebenfalls natürlich ausgetauscht. Also hier ist eine Markierung drauf, 308 letztendlich. Dann QD-Aufnahmen vom Schützen aus links wie auch rechts jeweils aus Stahl eingearbeitet und die Schaftkappe hinten komplett aus Gummi gefertigt. Aber das Ganze relativ hart, bedeutet, das ist ungefähr so 90 Shore, fühlt sich schon fast an wie ein harter Kunststoff. Hätten sie gerne ein kleines bisschen weicher fertigen können. Aber dennoch schön strukturiert hinten, schön grob das Ganze und liegt einfach einwandfrei im Anschlag drin. Genauso wie oben die Wangenauflage ist von der Qualität her super, sitzt fest drauf und auch von der Oberfläche so ganz leicht ein bisschen strukturiert und fühlt sich einfach richtig an. Gut Leute, daher wir hier keine Standard AR-15 auf dem Tisch liegen haben, sondern ein kleines bisschen was Exotisches, sprechen wir auch die Demontage Step für Step einmal im Detail durch. Wenn ihr mal eine Wartung machen möchtet, nachschmieren, nachschimmen oder wenn mal was kaputt sein sollte, wenn das Hopper-Bucking vielleicht verschlissen ist, sprechen wir einfach Demontage Step für Step durch. Ich würde sagen, wir fangen hier erstmal seitlich an. Die Auswurfabdeckungen könnt ihr rein theoretisch dran lassen. Ich mache es jetzt einfach mal weg. Habe ich vorhin schon ganz kurz gezeigt für Links- und Rechtsschützen beim Scharfwaffenmodell. Ihr könnt das umdrehen, ist jetzt hier bei der Airsoft relativ wurscht, außer ihr wollt eben das Hop-Up auf der anderen Seite einstellen. Aber da kommt man so oder so durch den Auswurf relativ bescheiden ran, vorhin schon angesprochen. So, und dann hat natürlich auch die MDR, wie die anderen Desertec Kniften,
ein Rohrschnellwechselsystem bzw. ein Laufschnellwechselsystem und das ist auch bei der Airsoft-Variante möglich. Bedeutet, ihr seht hier, wie eben bei der SAS oder bei der HTI auch, ebenfalls wieder dieses Locking-System für den Outer. Bedeutet hier so eine kleine Inbusschraube, da geht er rein und dreht das Ganze mit der Kerbe auf Unlock. Bedeutet einmal kurz drehen, dass quasi die Kerbe hier steht und dann habt ihr daneben nochmal 2 große Inbusschrauben und hier langt's, wenn ihr diese etwas locker macht. Also vielleicht eine halbe, dreiviertel Umdrehung, einfach ein bisschen locker machen und dann ist das gesamte Rohr bereits mit der Hop-Up-Kammer innen drin gelöst. So, diesen bekommt ihr aber nicht raus, solange der Vorderschaft an der Knifte montiert ist. Bedeutet, hier müsst ihr jetzt erstmal hergehen und ihr müsst mit einem großen Torx diese beiden Klemmschrauben links und rechts am Vorderschaft einmal anlösen. So, die hier einmal anlösen, da habe ich euch vorhin auch schon angesprochen, die sind zwar unheimlich straff, aber dennoch könnt ihr den gesamten Vorderschaft, wenn ihr möchtet, mit relativ viel Kraft einfach ein bisschen rumbiegen. Also die Klemmung hier, die könnte sogar fast noch ein bisschen besser sein. Aber gut, machen wir die Schraube auf, dann drehen wir es einmal um und lösen ebenfalls die Klemmung auf der gegenüberliegenden Seite. Auch hier ein kleines bisschen öffnen und dann habt ihr letztendlich nur noch den Pin unten drin, den ganz normal einmal rausklopfen. So, einmal durch mit dem ganzen Ding. So, dann kommt hier der Pin raus und dann könnt ihr den gesamten Vorderschaft einfach mit ein bisschen Noddeln nach vorne abziehen und jetzt letztendlich ebenfalls gesamtes Rohr mit der Hop-Up-Kammer aus der Knifte entfernen. Und dann können wir gleich beim Outer und bei der Hop-Up-Kammer bleiben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen etwas größeren Nap einsetzen wollt für schwere BBs, dann geht ihr einfach her und löst seitlich die Klemmung. Bedeutet, ihr habt im Outer letztendlich oder im Rohr links und rechts so einen kleinen Gewindestift drin. Diesen schraubt ihr einfach einmal komplett raus. Und dann könnt ihr nämlich auch die gesamte Hop-Up-Kammer mit dem Lauf nach hinten einmal rausziehen. So, einmal entfernen das Ganze. So, und jetzt habt ihr hier die Hop-Up-Kammer und die ist nur gesteckt. Bedeutet, ihr seht hier vielleicht, oder vielleicht könnt ihr es erkennen, das sind 2 Hälften. Müsst aus Polycarbonat sein normalerweise, so ein bisschen so Acryl oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall aus Plastik das Ganze. Und dann geht ihr einfach mit dem Fingernagel her und drückt die Hälften ein bisschen auseinander. So, zack. Seht ihr, einmal die eine Hälfte weg. Und auf der anderen Seite einfach, zack. Einfach abziehen die beiden Hälften, dann könnt ihr nämlich auch hier das Einstellrädchen komplett entfernen, wenn ihr möchtet. So, und da oben sitzt eben jetzt der Tensioner bzw. der Nap drin und den könnt ihr einfach rausnehmen. Das ist jetzt der kleine, also der flache, wie vorhin angesprochen, bis 0,3 Gramm maximal, für mehr nicht geeignet. Und wenn ihr jetzt einen höheren reinbauen wollt, nehmt ihr den, der im Lieferumfang ist, den höheren, stopft den da oben rein, macht das Rädchen wieder drauf und installiert einfach diese beiden Clips wieder. Und dann ist das Ganze bereits einmal gewechselt. So, daher wir die Hop-Up-Kammer komplett später im Detail durchsprechen müssen, nehmen wir ebenfalls nochmal hier Bucking quasi raus. Einfach vorsichtig ein bisschen drehen. So, Hop-Up-Kammer raus. Hinten habt ihr das Bucking drauf. Und hier schon mal eins vorweg. Ich werde es später auch nochmal im Detail ansprechen. Passt bei dem Bucking auf. Wollt ihr das jetzt irgendwie runterziehen? Gut, im Regelfall zieht es ja nur runter, wenn ihr es tauschen wollt. Wenn ihr ein anderes haben wollt, dann ist es relativ wurscht. Wollt ihr aber das Bucking weiterhin verwenden, wenn ihr jetzt irgendwie einen Lauf innen reinigen wollt, dann passt unheimlich auf. Das Silverback Bucking ist mega anfällig. Bedeutet, ihr müsst wirklich schauen, dass ihr die Patchfläche so hoch wie möglich hier hinten beim Abziehen hebelt, damit ihr auf keinen Fall hinten an der Brücke vom Lauf hängen bleibt. Ansonsten reißt ihr das Bucking sofort kaputt. Wie gesagt, spreche ich später nochmal im Detail an, denn leider ist bei mir die Patchfläche, habe ich vorhin schon gesehen, ist leider bereits beschädigt. Wie gesagt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Gut, dann lasst uns doch mit der Gearbox weitermachen. Da haben wir jetzt letztendlich nur noch die 3 Pins drin, um Lower und Upper Receiver voneinander zu trennen. Bedeutet wie beim Akku einlegen, den hinteren oberen Pin, dann den mittleren. Dann könnt ihr das Ganze aufklappen. Wir wollen es aber natürlich komplett demontieren und entsprechend muss der vordere Pin hier am Abzugsbügel oder am Magazinauswurf, der muss auch raus. Also drehen wir das Ding uns vielleicht, so müssten wir herkommen, drücken wir uns die Pins mal raus. Einmal hier und einmal diesen hier hinten noch. So, zack, ziehen wir sie uns komplett raus, klick, die sind auch alle raus. So, und dann kann man das Ganze drum schon auseinanderziehen oder ja voneinander trennen. So, und hier, ich weiß jetzt nicht, ob ich es vorhin schon kurz angesprochen habe, das ist von Silverback etwas, ja, nicht ganz so schön konstruiert, denn, ja, wartet mal, ist es scharf? So, jetzt müsste es ein bisschen schärfer sein. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es vorhin schon angesprochen habe beim Akku einlegen.
Diese Stange hier, diese Stange, diese gebogene, welche letztendlich für den Magazinhalter da ist, die ist nur in den Lower eingelegt. Bedeutet, wenn ihr das Ding ein bisschen schräg haltet oder umdreht, dann fällt euch komplett raus, denn die liegt wirklich nur hier oben drin. Das ist von der Konstruktion her nicht ganz so schön gemacht. Gerade hier in der Position, da hätte man problemlos das Ganze, diesen Pin noch mit einem E-Clip hier irgendwie sichern können oder vielleicht mit einem Schraubenkopf oder irgendwas, damit die Stange nicht nur drin liegt, sondern auch gesichert wird. Also das hat Silverback nicht ganz so schön umgesetzt. Wenn euch die rausfällt und ihr wisst nicht, wie die reinkommt, schaut her hier im Detail so rum rein, quasi hier vorne. Wartet mal, ich nehme sie mal ganz raus. Ich habt hier vorne so ein kleines Loch, das hakt ihr hier vorne quasi am Magazinauswurfhebel. Seht ihr hier vorne? Hakt ihr das Ganze ein, quasi in das Löchchen rein, schiebt es drauf, dann senkt ihr das Ganze auf der Seite einmal ab und schaut, dass der Haken hier ebenfalls in dieser Biegung drin sitzt. Wie gesagt, hier ein bisschen, ja, nicht ganz so schön konstruiert, finde ich, von Silverback. Hätten sie definitiv schöner machen können. Dann lasst uns gleich bei der Gearbox weitermachen. Um diese rauszubekommen, müsst ihr rein theoretisch eigentlich nur 2 Schräubchen lösen. Denn das ganze System, die ganze Gearbox hängt letztendlich nur an 2 Aluminiumgewinde. Und zwar einmal diese Schraube und auf der gegenüberliegenden Seite nochmal. Und das ist alles. An mehreren Positionen ist die Gearbox hier leider nicht befestigt. Bedeutet, ich werde es auch später nochmal kurz im Detail ansprechen. Ich weiß nicht, ob die Idee so geil ist, das ganze System nur auf 2 Aluminiumgewinde aufzuhängen. Also da könnte es eventuell passieren, gerade bei so 1,8 Joule oder so, dass das Alugewinde eventuell verschleißt aufgrund der Vibrationen oder halt des Aufpralls. Und wie gesagt, ein bisschen Spekulation, finde ich aber nicht ganz so geil umgesetzt. So, zunächst mal also, um das System zu lösen, müssen wir hier diese beiden Abdeckungen entfernen. Einmal links und einmal rechts. Und somit wäre jetzt eigentlich die Gearbox schon lose. Wir bekommen diese aber nicht nach hinten raus, denn die Arretierungsflächen für den hinteren Pin sind hier hinten Leite im Weg. Bedeutet, diese müssen ebenfalls weg. So, da fangen wir jetzt erstmal auf der Seite an, denn da müssen wir auch den Pin entfernen. Bedeutet, wir gehen erstmal hierher und lösen zunächst mal die Schraube hier. Zusammen mit dem inneren Bauteil. Das ist dann einmal auf der Seite hier. Da können wir gleich die Schraube vielleicht kleines bisschen reinschrauben, damit wir es nicht verlieren und damit wir wissen, wo alles hingehört. Quasi das Teil hier. So, und jetzt muss eben das andere Teil hier muss auch noch weg und dazu müssen wir den Pin entfernen. Der Pin ist im inneren Bereich letztendlich nur über so einen kleinen Karosseriesplint gesichert. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob wir den so rausbekommen. Wahrscheinlich nicht. Das bedeutet, wir schrauben das jetzt einfach mal weg und gucken mal, ob wir dann den Pin lösen können. Denn gestern Abend, ach seht ihr, das fällt sogar raus, guckt mal, sehr schön. So, dann ist es das Teil und dann können wir nämlich, Moment, das Teil und das Teil. So, und hier hängt der Pin dran. Und wie gesagt, hier, vielleicht könnt ihr sehen, dass hier hinten nur noch so ein kleiner Splint dran, der das Ganze dann komplett entfernt oder vorm Rausrutschen sichert. Bedeutet, wir gehen mit einem kleinen Bit her und nehmen einfach diesen kleinen Clip hier einfach einmal weg und dann können wir ebenfalls den gesamten Pin einmal entfernen. So, und das war der letzte Schritt, denn jetzt können wir die gesamte Gearbox nach hinten einmal rausziehen. Halt, stopp, Kabel. Oh, habe ich ganz vergessen. Hier aufpassen, Kabelverbindung lösen von der Platine. Bedeutet, ihr habt hier vorne den kleinen Mikrotaster für den Abzug dran, dann den kleinen Näherungsschalter, Magnetschalter für den Feuermodi. Dann habt ihr so, ja, diese 4 Adern, die nach hinten durchgehen. Einmal hier hinten zu dem Stecker, zu der ETU. Bevor ihr das Ganze rauszieht, entfernen. Könnt ihr später auch nicht mehr falsch rum einstecken, sondern das Ganze ist verpolsicher. Also einfach rausziehen den Stecker und dann Gearbox nach hinten entfernen. So, und hier vorne, glaube ich, den Rest können wir uns, glaube ich, sparen. Die Platine, die schauen wir uns dann einfach kurz im Detail, ja, so im Detail an. Wenn ihr die mal tauschen wollt, ist letztendlich auch nur festgeschraubt, auf gut Deutsch. Okay, so, dann ist der Upper Receiver eigentlich soweit einmal leer. Dann lasst uns gleich mit der Gearbox weitermachen. Hier würde ich sagen, wir holen erstmal die Feder raus und die MDR hätte sogar eine Entspannfunktion. Bedeutet, auch wenn ihr das System aufklappt, um jetzt an den Akku ranzukommen, seht ihr hier unten letztendlich diesen schwarzen Hebel mit der Feder. Das ist letztendlich einmal euer Anti-Reversal. Bedeutet, wenn sich irgendwas verklemmen sollte oder sowas, dann könnt ihr einfach hier reindrücken, um das System zu entspannen. Im Regelfall sollte es natürlich nicht gespannt sein, da eben eine Zyklenüberwachung mit an Bord ist. Aber wie gesagt, hier hättet ihr die Möglichkeit, das ganze System eben zu entspannen.
So, bedeutet nichts gespannt. Wir hauen erstmal die Feder raus zur Sicherheit. Bedeutet ganz normal wie beim Federschnellwechselsystem. Hinten reingehen, einmal umdrehen, Spring Guide zusammen mit der Feder einmal entfernen. Und dann habt ihr es gerade vielleicht schon gesehen. Dann haben wir letztendlich nur vom Schützen aus auf der rechten Seite 2 Schrauben, welche letztendlich den oberen Zylinder oder diese PTW-Zylindereinheit mit der Lower verbinden. Also quasi diese beiden Schrauben. Und wenn ihr die beiden quasi einmal löst, dann könnt ihr eben die beiden Baugruppen voneinander trennen. Sondern habt ihr einmal eure Lower Gearbox, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Lower Shell und letztendlich die Zylindergruppe oder die PTW-Einheit im oberen Bereich, wo letztendlich dann die Feder drin ist, der Spring Guide, der Pistonhead und die Nozzle-Einheit. Schauen wir uns natürlich alle später gleich im Detail an. Wenn ihr hier ran wollt und ihr müsst hier irgendwann definitiv ran, denn auch bei diesem PTW-Kopie oder Nachbau werdet ihr im inneren Bereich nach einigen tausend Schuss definitiv einen neuen O-Ring für die Nozzle-Ansteuerung benötigen. Bedeutet, den wird es auf Dauer diesen durchnudeln oder er wird einfach verschleißen. Ist einfach Fakt, wie bei einer PTW letztendlich auch. Bedeutet, ihr müsst da innen drin rein und dazu müsst ihr den Zylinderhead entfernen. Bedeutet, ihr müsst hier vorne hergehen und müsst versuchen, das Ganze drum einmal abzuschrauben. Und ihr seht vielleicht, der ist ein ganz kleines bisschen vermackt, denn ich musste hier mit der Zange am Anfang ein kleines bisschen nachhelfen, denn standardmäßig geht dieser nicht so einfach zum Abschrauben. Also Zylinderhead mit der Nozzle einmal raus. So, und dann könnt ihr ebenfalls den gesamten Piston ebenfalls mit rausziehen aus dem Zylinder. So, das ist euer gesamter Piston und ihr seht, es ist sehr gut geschmiert und sehr gut gefettet, aber dennoch müssen wir uns später ein paar Details anschauen, was den Verschleiß betrifft. So, und jetzt brauche ich irgendeinen Lappen, denn das Ding ist nämlich mega versüfft. Bedeutet, wir halten das Ganze jetzt einfach mal fest und ziehen es einfach mal kräftig mit Schmackes auseinander. So, jetzt da. So, und dann ist die ganze Baugruppe voneinander getrennt. Und wie gesagt, hier arretiert dann später letztendlich nur dieser Edelstahl hier innen drin an dem O-Ring. Und dieser O-Ring wird euch verschleißen. Legt euch da unbedingt, wenn ihr aktiv diese MDR spielen wollt, legt euch immer vielleicht mal 2, 3 Stück auf Ersatz definitiv her. Oder messt ihn aus und kauft euch einen irgendwie aus NBR 90. Also aus einem harten Gummi, damit ihr hier definitiv immer Ersatz habt. Ansonsten, wenn der durch ist, funktioniert das ganze System nicht mehr. So, und dann können wir gleich weitermachen mit der Lower. Da haben wir zunächst mal natürlich die Elektronik dran. Die machen wir erstmal weg. Bedeutet, ziehen hier unten erstmal Plus ab. Auf der gegenüberliegenden Seite einmal Minus ab. So, und dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Elektronik weg. Da braucht man einen Inbus. 2,5 mm. Und dann lösen wir erstmal hier die Elektronik. Bedeutet letztendlich nur 3 kleine Schräubchen hier drin, die Zylinderkopfschrauben. Und dann könnt ihr nämlich die ganze Platine letztendlich ganz einfach abnehmen. So, und damit einmal entfernen das Ganze. Legen wir uns auf die Seite. Dann können wir unten den Motor wegmachen. Da brauchen wir, glaube ich, einen Dreier, oder? Oder passt der 2,5er? Ne, brauchen wir einen Dreier. So, jetzt da und machen hier unten einmal die Motorabdeckung weg. So, da einmal den Bügel wegmachen, dann letztendlich gut, Motor rutscht von alleine raus. Einmal Motor weg, ist übrigens ein ganz normaler Short-Type, aber letztendlich, eigentlich ist es ein Mamba 19K in der günstigen Version mit dem Kunststoff unten dran. Sprechen wir dann aber später auch nochmal im Detail durch. Also Motor raus und dann habt ihr letztendlich nur noch 2 Schräubchen dran, diese beiden hier, um das restliche System einmal zu demontieren. Hier unten ein bisschen auf die Feder aufpassen vom Anti-Reversal, dass ihr die nicht verliert. So, und das war's. Ja, letztendlich habt ihr das ganze Ding jetzt einmal offen. Ihr habt eure Gears drin, ihr habt eure Lager. Dementsprechend können wir uns jetzt die Internals im Detail anschauen. So Leute, somit haben wir die MDR für eine Wartung einmal auseinandergeklopft und dann sprechen wir auch wieder komplett im Detail die gesamten Internals und das gesamte System einmal im Detail durch. Wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, ich werde euch zwar heute so viele Informationen wie möglich reinpacken, weitere Infos dann später irgendwann mal in so einem kleinen Kompatibilitäts- oder Upgrade-Video, welche Gears sind kompatibel, was kann man vielleicht kombinieren, welches Hop-Up-System arbeitet in dem Modell gut. Wie gesagt, da kommt dann extra so in 1 bis 2 Wochen ein extra Update-Video nochmal.
So, wir beginnen bei den Internals erstmal bei der Lower Gearbox. Kann man eigentlich so nennen, ja, denn wie vorhin schon angesprochen, es ist letztendlich so ein bisschen so ein Hybridsystem, bestehend vom Lower her oder von der Lower Shell, eigentlich Standard, wie man es kennt, also auch ganz normale Gears einmal drin, aber obendrauf hat man dann eben so einen PTW-Zylinder, wie man halt auch von Systema zum Beispiel kennt. Sprechen wir dann gleich einmal im Detail durch. Also fangen wir hier bei der Lower Gearbox an. Diese ist komplett ja, aus Aluminiumguss gefertigt, extrem leicht. Das Ganze fühlt sich irgendwie an wie Pappe. Also wie gesagt, extrem leicht aus Aluminium gefertigt. Passgenauigkeit ist in Ordnung. Das passt alles soweit. Auch hier schön bündig einmal außenrum. Hälften sitzen sauber zusammen. Kann man auch nichts kritisieren. Allerdings der Lagersitz leider mehr schlecht als recht. Da könnte man schon fast meinen, das Zeug kommt von Bolt, denn auch hier sitzen leider die Lager, ja, alles andere als Press drin. Bedeutet, die liegen letztendlich wirklich nur im Lagersitz drin. Könnt ihr das sehen, die haben vielleicht nochmal 0,1, 0,2 mm Luft drin, die Kugellager. Und das ist alles andere als gut. Also Kugellager sollten oder Lager sollten schon ein kleines bisschen Press sitzen. Von der Lagerung her oder von der Passung her. Also hier wie gesagt, der Durchmesser könnte hier vielleicht nochmal um 0,05, 0,01 mm ein kleines bisschen enger sein. Denn so hat man jetzt zwar, sehr gute Kugellager drin, da können wir gar nicht maulen, sind echt super Kugellager. Aber wenn sich doch mal eins fressen sollte oder irgendwie auf Dauer mitläuft, dann macht man sich die ganze Passung letztendlich kaputt oder dann nudelt man das ganze Alu einfach aus. Hier könnte man vielleicht hergehen und könnte die Kugellager auf Dauer gesehen vielleicht sogar mit Sekundenkleber einmal reinkleben. Was wir uns vielleicht bei der Lower Gearbox jetzt auch noch gleich direkt anschauen können, ist der Sitz vom Motor. Das habt ihr vielleicht auch bei manchen internationalen Reviews auch schon gesehen. Leider die Aufnahme oder der Motorkäfig unten hätte auch ein kleines bisschen passgenauer sein können. Bedeutet, der Motor liegt circa, warte mal, setzen wir mal rein, der liegt dann ungefähr so drin. Also quasi in der Höhe ungefähr. Und dann wird das Ganze von unten letztendlich nur mit so einer kleinen Spange gehalten. Bedeutet einfach so eine U-Form, wird von unten dagegen geschraubt und fertig. Jetzt hat aber der Motor hier oben in der Gearbox oder im Motorkäfig relativ viel Spiel drin. Und dadurch kommt es erstmals zu einem etwas höherem Verschleiß vom Pinion und vom Bevel Gear. Und auch ist das Ganze nicht ganz so laufruhig wie manch andere Systeme. Ich habe mir auch schon ein Video angeschaut, der eine hat dann einfach außen, wie man es auch bei AR15 Modellen zum Beispiel macht, einfach hier einmal eine Lage Isoband einfach rumgezogen oder ein bisschen Tape rumgezogen, damit der Motor sich zwar immer noch hoch und runter bewegen kann, aber eben im Käfig selbst nicht so viel Spiel hat und auch nicht so viel rotieren kann. Also wenn euer Modell irgendwie recht laut sein sollte, dann sollte das sowieso mal nachschimmen, sprechen wir dann später an. Aber auch die Motorposition, ja, muss man hier wirklich sehr gut einstellen. Auch vom Winkel kann das Ganze dann leider ein kleines bisschen variieren. Bedeutet, wenn euer Modell recht kreischen sollte, dann müsst ihr auch mal kontrollieren, ob der Winkel an sich passt. Denn hier scheint es auch ein bisschen Unterschiede zu geben von diesem U letztendlich. Und wenn ihr das dann draufschraubt, dann kann es auch sein, dass der Motor in seinem Winkel kleines bisschen schräg dass das Pinion Gear leider ein kleines bisschen schräg ins Bevel Gear reingreift. Da hat zum Beispiel ich weiß den Namen nicht, ich glaube Josh war das oder so, ist dann hergegangen, hat quasi das letztendlich eingeschimmt. Bedeutet, er ist hergegangen und hat dann quasi hier unten drunter auf einer Seite Schimmscheiben zwischen der Klemmung und dem Gehäuse verwendet, damit der Winkel vom Motor wieder passt. Also wie gesagt, ich würde erstmal hergehen, sollte es hier Probleme geben, ich würde erstmal hergehen und würde mir hier eine Lage Isoband oben rumziehen, damit der Motor einfach schön gerade im Käfig drin sitzt, sich nicht so stark rotieren kann und dennoch schön sauber gefedert wird. Also wie gesagt, hier könnte das Ganze vielleicht ein kleines bisschen enger vielleicht gefertigt werden sein. Und das habe ich euch eben gerade schon gesagt, die Kugellager haben zwar an sich in der Passung sehr viel Spiel und sitzen nicht wirklich Press in der Knifte drin, allerdings sind die Kugellager von der Qualität wirklich hervorragend. Das Ganze kommt aus Japan, also Japan ist dafür bekannt, wirklich sehr gute Kugellager zu produzieren. Hier eben auch Kugellager aus Japan drin, aber mit einer speziellen Größe von 10 mm. Und dementsprechend nicht zu Standard-Airsoft-Kugellagern kompatibel. Wenn ihr also hier mal ein neues Kugellager benötigt, entweder direkt
von Silverback irgendwie organisieren oder einfach mal die Nummer von dem Lager, seht ihr hier übrigens draufstehen, wenn man es im Video vielleicht erkennen kann, hier die Nummer von dem Kugellager einfach mal eingeben bei Google und dann findet ihr eben auch die Hersteller von diesen Kugellagern. Vielleicht bekommt ihr die auch irgendwie von SKF oder sowas im Netz her, denn wie gesagt, hier eben kein Standard 8 mm System, auch kein 9 mm System, sondern hier eben 10 mm, also nochmal einen Millimeter größer diese Kugellager. Ansonsten ganz normal letztendlich mit Flansch dran. Wie gesagt, Kugellager von der Qualität wirklich super, da können wir definitiv gar nicht schimpfen. Wo die Lager von der Qualität wirklich super sind, gerade in Bezug aufs Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen, da habe ich mir bei den Gears ein bisschen mehr erhofft. Denn die sind letztendlich nicht wirklich das Gelbe vom Ei, finde ich. Es ist letztendlich ein ganz normales, gesintertes Stahl-Gearset mit 18:1 und einem 16-Zahn-Sektor-Gear, aber ohne Steuernocken für eine Tablet-Plate. Sprechen wir gleich nochmal an. Aber wie gesagt, hier gesintert, ja, von der Stahlqualität oder von der Stahlgüte vergleichbar zum Beispiel mit Bolt oder sowas. Die haben ja auch nur gesinterte Gears drin. Also da erwarte ich für den Preis vielleicht CNC-Gears oder halt gescheit gefräste Gears. Also hier letztendlich auch nur Guss-Gears drin verbaut. So, und was ich euch eben gerade schon angesprochen habe beim Motor oder beim Motorkäfig, kann man jetzt hier einfach nochmal schön bestätigen und auch schön sehen, am Kegelrad oder am Bevel Gear, wo das Pinion reingreift, leider doch schon einiges an Verschleiß sichtbar. Bedeutet, die einzelnen Zahnflanken sind schon komplett spitz und scharf. Also da, wenn man mal beim Finger drüber fährt, ist es richtig, ja, wie ein Messer letztendlich. Richtig schön scharf und auch komplett blank an jedem einzelnen Zahn. Also hier kommt es, wie gerade schon angesprochen, daher sich der Motor ein bisschen drin bewegen kann in dem Motorkäfig und nicht zu 100% sauber geführt wird, kommt es hier ein kleines bisschen zu einem höheren Verschleiß. Und dann halt auch das Material oder die Stahlgüte halt minimal ein kleines bisschen weicher. So, ansonsten muss man sagen, die Gears sind von der Lautstärke her im Vergleich zu anderen Reviews, die ich mir angeschaut habe, eigentlich in Ordnung. Bedeutet auch die Schimming und die Motoreinstellung ist eigentlich bei meiner Version gut. Also da würde ich nicht schimpfen. Wenn ihr aber euch ein Modell kauft und ihr knallt da mal ein paar Schüsse durch und ihr merkt dann, dass die Knifte sehr, sehr laut ist, sehr hell ist und kreischt, dann müsst ihr unbedingt das Modell nachschimmen oder den Motor korrekt einstellen. Denn hier scheint es je nach Charge oder je nach Modell leider doch gravierende Unterschiede zu geben. Wie gesagt, ich habe mir einige Reviews im internationalen Markt angeschaut und auch hier ist es so, es gibt Kniften oder es gibt MDR-Modelle, die laufen wunderbar, die sind auch vom Klang her in Ordnung, muss man sagen. Und es gibt welche, die sind wirklich grausam. Und dementsprechend, wie gesagt, solltet ihr so ein Modell erwischen, wo wirklich grausam sich anhört, dann einmal Shimming kontrolliert vom Bevel Gear und eben ganz, ganz wichtig, ebenfalls, wie vorhin gerade schon angesprochen, die Motoreinstellung. Bedeutet Motorhöhe, Zahnspiel und vielleicht den Motor im Motorkäfig etwas besser fixieren mit ISO-Band, damit ihr einfach nicht so viel rumschwabbeln kann. Ansonsten, wie gesagt, es ist ganz normal Standard untersetzt, dementsprechend auch die Zykluszeit leider ein kleines bisschen langsam mit dem Standardmotor. Vielleicht vorhin schon kurz angesprochen, 83 bis 85 Millisekunden. Hätte man vielleicht mit dem Motor, was hier drin ist, vielleicht auch ein 13.1er Gearset verwenden können. Aber wie gesagt, hier leider Standard 18:1. Ansonsten nichts zu beachten, nur eben, dass das Sector Gear aufgrund des EFCS-Systems oder der ETU kein Steuernocken für die Tablet Plate hat. Bedeutet, ihr habt natürlich in dem Modell ja keine Tablet Plate drin. Bedeutet, dass die Nozzle wird angesteuert wie bei einer PTW. Ihr benötigt hier also keine Nocken. Dementsprechend aber auch kein Gearset reinbauen mit Nocken. Wenn ihr hier den Nocken vergesst und drauf lasst und ihr drückt einmal ab, dann reißt ihr euch sofort euer EFCS kaputt. Also das definitiv zu beachten. Und was ihr jetzt eben auch schon sehen könnt, was wir gleich im Detail uns anschauen werden, leider das Ganze auch vom EFCS mit einem Magnetnäherungsschalter konstruiert. Bedeutet, ihr habt auch hier auf dem Sector Gear letztendlich einen Magneten eingearbeitet, welcher den Zyklus ja letztendlich steuert oder regelt. Also genauso wie bei Ares letztendlich.
Schauen wir uns das Ganze doch vom Aufbau und vom EFCS direkt einmal im Detail an. Hier haben wir letztendlich die gesamte Lower Gearbox, Gears, wie gesagt, ganz normal umgesetzt. Nur hier eben jetzt einmal dieser kleine Magnet drauf, wie gerade schon angesprochen. Und den langen Hebel, den ihr hier letztendlich in schwarz seht, das ist letztendlich nichts anderes wie euer Anti-Reversal Latch. Bedeutet, wenn ihr das Modell irgendwie entspannen wollt, dann einfach von außen an der Lower Gearbox den Hebel hier einmal reindrücken und sozusagen den Anti-Reversal vom Bevel Gear oben einmal lösen, um das System eben zu entspannen, sollte es vorgespannt sein. So, dann kommt hier ganz normal die Gearbox drauf und jetzt muss man aufpassen, dass die, ja gut, vergesst, wir setzen die Lager am besten so drauf, weil die plumpsen uns eh alle raus. So, bleibt irgendeins drin? Nein, es bleibt keins drin, das fliegt auch noch raus, also so. So, und dann bauen wir das Ganze ganz normal zusammen und müssen schauen, dass der Anti-Reversal hier einmal drin bleibt. So, so sieht es gut aus. Dann haben wir hier letztendlich außen diese beiden Schrauben, die Lower Gearbox zusammenhalten. Und wenn man dann von oben einmal drauf sieht, dann kann man hier wunderschönes Shimming kontrollieren. Bedeutet hier meine Version, wie gesagt, würde ich gar nicht schimpfen. Das ist sauber eingeschimmt. Das Sector Gear sitzt einigermaßen anständig, sitzt sauber drin. Auch das Spur Gear so gut wie gar kein Spiel mehr und auch das Bevel sitzt hier wirklich super drin. Also auch hier nur minimal Spiel drin und die Gears laufen, wartet, ich drücke mal den Anti-Reversal und die Gears laufen mit den Kugellagern wirklich tadellos. Also wie gesagt, meine Version wirklich gut geschimmt, out of the box. So, und jetzt müssen wir aber hier mal reingucken von der Seite. Und zwar durch dieses Fenster und jetzt steht er eben schon an der korrekten Position. Hier sieht man jetzt eben einmal vom Sector Gear den kleinen Magneten innen drin, der den Zyklus abnimmt. Und außen drauf habt ihr letztendlich euer EFCS sitzen. Das ist das Teil hinten mit diesem kleinen Jumper letztendlich, wo ihr den Akku umstellen müsst, was auch heutzutage eigentlich irgendwie Quatsch ist. Und unten komplett vollgegossen, letztendlich mit Epoxidharz. Bedeutet, hier ist die ganze Platine in Kunststoff eingelassen und später dann einfach Epoxidharz reingegossen, um das Ganze miteinander zu verbinden. Dementsprechend aber gut, dass hier halt kein Kurzschluss irgendwo auf der Platine entstehen kann. Was jetzt ganz wichtig ist, ist dieser Näherungsschalter. Bedeutet, ihr seht, hier kommt wie bei Ares so ein kleiner Taster raus oder so ein kleiner Baustein, der letztendlich, wie soll ich sagen, der sieht oder der merkt einfach, wenn dieser Magnet an ihm vorbeifährt. Also so ein Magnetnäherungsschalter. Bedeutet, wir drehen das Ganze mal so her. Die ganze Platine sitzt quasi hier außen drauf und diese Erhöhung oder dieser Taster geht hier nach innen rein. Und da müsst ihr natürlich auch aufpassen, wenn ihr nachschimmt oder auch mal ein anderes Gearset verbaut, aufpassen, dass ihr Sector Gear nicht zu hoch schimmt und dass euer Sector Gear auch sauber passt. Denn schimmt ihr das zu hoch, dann schleift ihr mit dem Sector Gear auf diesem kleinen Taster und wenn der dann, oder auf diesen kleinen Baustein, und wenn der natürlich kaputt ist, dann könnt ihr die ganze Elektronik in die Tonne kloppen. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass man das heutzutage so umsetzt. So, dann sitzt es, wie gesagt, das Ganze sitzt von außen letztendlich so drauf. Das Ganze dreht dann letztendlich oder wird angesteuert von vorne mit dieser kleinen Platine am Abzug. Bedeutet diese hier. Seht ihr, da drückt er dann letztendlich mit dem Abzug einfach auf diesen kleinen Taster hier drauf. So, dann wird das Ganze umgeleitet nach hinten über den Anschluss. Hier rein letztendlich. Motor dreht sich und wenn der Magnet dann letztendlich an dem Taster vorbeiläuft, dann wird das System letztendlich abgebremst oder angehalten. Wie gesagt, hier eben ein bisschen aufpassen, wie gesagt, bei einer Wartung oder wenn mal irgendwas sein sollte. Ich finde solche, so Bausteine, die einfach so nah da oben am Sector Gear sitzen, da muss man halt ein bisschen drauf aufpassen einfach. Ansonsten kann man hier ganz schnell was kaputt machen. Ansonsten kann ich von der Elektronik nichts großartig sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Ampere hält die Elektronik aus, wie gut schaltet sie. Nur eben, was mir eben aufgefallen ist, dass ihr immer, wie bei Ares auch, so einen ganz kleinen, oder wie bei ICS, bei dem SSS-System, auch so einen kleinen minimalen Delay drin habt. Bedeutet, wenn ihr einfach den Abzug drückt, dann dauert es immer erstmal ein paar Millisekunden, bis dann der Motor wirklich Spannung bekommt. Also das sind andere Systeme, Gate oder Core oder ASCU oder whatever, sind da ein kleines bisschen spritziger oder auch Perun. Wie gesagt, hier auch einfach davon ausgehen, habe ich euch vorhin gezeigt bei den allgemeinen Informationen vom Abzugsverhalten her, dass ihr eben nicht ganz so schnell triggern könnt wie mit anderen Systemen. Da einfach die Elektronik so ein gewisses Delay oder so eine gewisse Schaltzeit einfach hat, bis der Motor wirklich andreht.
Das haben einfach andere EFCS-Systeme heutzutage leider, oder Gott sei Dank, nicht. So Leute, und jetzt muss man ebenfalls nochmal über einen Punkt von der Elektronik sprechen, der leider auch nicht ganz so geil ist oder ja, mega veraltet eigentlich. Denn ihr habt es vielleicht im Vorfeld mitbekommen und auch im Lieferumfang schon gesehen, die Elektronik benötigt einen Jumper. Bedeutet, kennt der ein oder andere vielleicht noch von früher von Mainboards, irgendwie vom Rechner. Bedeutet, ihr habt hier hinten 3 Pins an der Elektronik dran und seht hier diesen kleinen Jumper, der überbrückt sozusagen die Kontakte oder die Pins hier. Und je nachdem, was für einen Akku ihr verwendet, müsst ihr den Jumper umstecken. Also jede andere Elektronik bekommt es hin, 7,4 Volt oder 11,1 Volt automatisch umzuschalten. Silverback braucht einen Jumper dafür. Das finde ich halt schon mal nicht ganz so geil. Bedeutet letztendlich, wenn ihr 7,4 Volt verwenden möchtet, dann müsst ihr den Jumper oder die oberen beiden Kontakte überbrücken mit diesem Jumper. So, und jetzt kommt der kleine Punkt, was leider nicht funktioniert. Denn wenn ihr 11,1 Volt verwenden möchtet, dann sollt ihr laut Silverback und auch laut dem Video von Silverback, sollt ihr keinen Jumper installieren, damit die Akkuüberwachung funktioniert. Wenn ihr jetzt in kalten Bedingungen, wie haben sie das geschrieben in ihrem Video? Wenn ihr in besonderen Konditionen spielt, also in, keine Ahnung, wenn es recht kalt ist oder ihr einen bereits entladenen Akku verwenden wollt, dann sollt ihr den Jumper unten anschließen auf die unteren beiden Pins. Und hier steht DAB. Bedeutet DAB, hier wird die Akkuüberwachung vollständig deaktiviert und das System zieht halt einfach einen Strom raus und feuert als weiter, egal wie viel Spannung der Akku hat. So, und das hört sich jetzt ja nicht ganz so geil an, denn wenn man schon moderne Elektronik hat, dann will ich ja letztendlich auch die Akkuüberwachung verwenden, oder? Ja, aber das funktioniert nicht. Jetzt passt auf, jetzt hier, wie gesagt, hier jetzt ist der Jumper auf DAB. Die unteren beiden Pins sind einmal miteinander verbunden bzw. überbrückt. So, jetzt wenn ich einen 11.1er ranhänge, dann läuft das Ding wirklich problemlos und genau so habe ich letztendlich auch meinen ganzen Test gemacht. Bedeutet Akkuüberwachung, DAB komplett deaktiviert. So, wir schauen es uns an. Okay, funktioniert, oder? Ja, aber ist doch scheiße, ich will doch eine Akkuüberwachung haben. Also schaue ich jetzt hierher, 11,1 Volt, keinen Jumper. Also machen wir den kleinen Mini-Jumper wieder runter und sagen dem System, ja, hey, ich habe einen 11.1er, aktivier doch mal bitte die Akkuüberwachung. Und der Akku ist übrigens randvoll geladen. Also der ist frisch geladen, 12,4, 12,6 Volt drauf. So, jetzt passt auf, kein Jumper drauf, jetzt stecken wir das Ganze wieder an. Jetzt müsste natürlich die Akkuüberwachung an sein. Merkt ihr was? So, und jetzt könnt ihr die ganze Elektronik komplett in die Tonne kloppen. Das ganze System funktioniert nicht mehr. Er weiß nicht mehr, wie der Zyklus irgendwie funktioniert. Die Zyklenüberwachung funktioniert nicht mehr. Und ich habe irgendwie das Gefühl, als hat das Ding einfach ein riesengroßes Problem mit der Akkuüberwachung. Und das finde ich schon mal für den Preis ein absolutes No-Go, wenn man hier so viel Geld verlangt und so lang an der Knifte entwickelt und macht, dann muss das Ding auch funktionieren. Denn jeder andere Hersteller, selbst ein schundiger China-Hersteller, der ein EFCS in die Knifte reinbaut für 200 €, hat ein funktionierendes EFCS mit der Akkuüberwachung. Silverback, was ist denn da los? Warum funktioniert es bei euch nicht? Also hier, wie gesagt, mega schade eigentlich. Dementsprechend, ich muss jetzt den Jumper wieder auf die beiden unteren Pins drauflegen, um hier letztendlich die Akkuüberwachung komplett zu deaktivieren, damit das System überhaupt funktioniert. Das wird heute definitiv im Fazit, ja, vielleicht einen Kritikpunkt geben. Dann lasst uns ebenfalls noch kurz ein paar Worte zum Motor verlieren, denn den finde ich zunächst mal gar nicht so verkehrt. Ist letztendlich die günstigere Version von diesem Bugatti Mamba 19K mit 28 TPA. Bedeutet hier auch ein GHI-Motor drin verbaut mit Neodyn-Magneten. Sehr, sehr gut, aber im Vergleich zum Mamba eben in der günstigeren Variante. Bedeutet nicht irgendwie mit diesem CNC-gefrästen Ding da hinten dran und auch nicht mit diesem NDF, was sind das für Magneten?
keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall halt von dem Mamba die etwas günstigere Variante. Und der ist an sich ist ja wirklich gut. Vorhin schon vielleicht schon kurz angesprochen, vom Verbrauch her wirklich super. Gerade einmal 0,35 Milliampere-Stunden pro Zyklus. Die Ströme sind sehr human, im Peak bei 60 Ampere, für einen Zyklus 20 Ampere und auch der gesamte Zyklus mit einer 120er Feder, ja, mit 18:1 in Ordnung, aber halt sehr langsam. Wie gesagt, für 83 bis 85 Millisekunden nicht wirklich das spritzigste System. Wenn Sie da schon so ein Super High Torque reinbauen mit 19 km, dann hätten Sie auch gleich vom Gearset her auf ein 13,1er Gearset gehen können. Dann wäre das Modell deutlich spritziger gewesen. Also hier leider ja ein bisschen sehr, sehr langsam untersetzt, muss man sagen. Gerade für den deutschen Markt vielleicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob sie hierüber auf dem internationalen Markt betrachtet vielleicht sogar die Kadenzen ein bisschen reduziert haben, da das Modell sonst eventuell ein bisschen Probleme mit Full Auto gehabt hätte. Könnte auch sein. Und wie gesagt, müssen wir uns dann auch mal anschauen. Ich werde in diesem kleinen Testvideo oder Kompatibilitätsvideo werde ich auf jeden Fall mal 13,1er Gears reinmachen und dann schauen wir mal, ob der Zyklus deutlich schneller wird. Und wie gesagt, der Motor ist gut, finde ich nicht verkehrt, aber mit 18,1 fast ein kleines bisschen langsam. Denn wie gerade schon gesagt, es kommt eben auch noch dieser Delay von dem Elektroniksystem noch mit dazu und dadurch wirkt das ganze System einfach ein kleines bisschen träger wie andere Systeme heutzutage. Gut Leute, und jetzt wird es leider ein kleines bisschen umfangreicher und ein kleines bisschen länger, denn wir müssen uns im Detail einmal dieses PTW-System oder das Zylinderset von dieser MDR von Silverback einmal anschauen, denn hier gibt es meiner Meinung nach ein paar kleinere Probleme. Schauen wir uns aber zunächst mal den Aufbau von so einem System an, gerade für Einsteiger, die jetzt nichts mit einem PTW-System anfangen können. Ihr habt hier letztendlich auf dem Lower Receiver sozusagen, habt ihr euren Zylinder drauf sitzen. Und der ist jetzt im Vergleich zu Systema oder auch anderen Herstellern nicht aus Edelstahl, sondern aus Aluminiumguss. Bedeutet, hier wurde letztendlich ein Endlosprofil erstellt, wurde dann gegossen und später dann CNC nachbearbeitet. Bedeutet, gerade im Vergleich zu Systema und auch Fight Club Custom ist die innere Nozzleführung direkt innen mit drin im Alu. Diese kann also nicht nach hinten irgendwie entfernt werden. Ist also, wie gesagt, ist einteilig das Ganze. Ist auf der einen Seite schon mal gut, denn bei manchen PTW-Systemen kam es dann vor, dass sich hier diese Arretierung oder die Pressung von von der Pistenführung innen drin gelöst und verdreht hatte. Das kann einem hier einfach nicht passieren, da eben einteilig. Kleines Problem allerdings, wenn die Führungen innen drin aus Aluminium verschlissen sind, dann braucht ihr einen komplett neuen Zylinder. Und der kostet dann wahrscheinlich richtig Geld. Ich habe zwar jetzt noch keine Preise, wenn man aber mal die Preisstruktur von Silverback so ein kleines bisschen anschaut, kann man schon davon ausgehen, dass der Zylinder relativ teuer werden wird. Wie gesagt, einteilig Aluminium-Guss gefertigt. So, im Zylinder, in eurem, oder beziehungsweise schauen wir uns das mal so an, der ganze Zylinder sitzt dann letztendlich so hier oben drauf und wird über 2 Schrauben mit der Lower Gearbox verbunden. Und dann aber wiederum wird das Ganze auch wieder nur im Upper Receiver von der Knifte mit 2 kleinen Schrauben links und rechts fixiert. Das finde ich auch ein kleines bisschen zu wenig, schauen wir uns aber dann gleich mal an. Zunächst aber mal vom System her, wie gesagt Zylinder, und im Zylinder habt ihr dann letztendlich, wartet mal, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen, wenn ich da mal ein bisschen reinlunz. Da innen drin habt ihr letztendlich dann einmal eure Nozzle oder eure Führung von eurem Piston sozusagen. So, bedeutet, das ist euer Piston. Dieser ist komplett aus Aluminium gefertigt mit einer gesinterten Stahlzahnreihe unten drauf. Müssen wir uns auch gleich schon nochmal anschauen, denn nach 1200 Schuss ist auch hier der letzte Zahn, wo am meisten Last drauf kommt, ist auch hier bereits doch deutlich angeschliffen, muss man sagen. So, das ist der Piston, der läuft dann so drin und im Piston habt ihr dann einmal diese lange Schraube mit der Feder, sitzt innen drin und von vorne wird dann letztendlich der Pistonhead aus Aluminium vorne drauf geschoben oder vorne drauf geschraubt mit Schraubensicherung. Jetzt muss man hier zunächst mal sagen, dass der Zylinder von Durchmesser im Vergleich zu normalen SAEGs stark abweicht bzw. größer ist. Im Regelfall hat man normalerweise so einen Durchmesser bei einem normalen AEG-System von 23,8 mm Durchmesser.
Der MDR-Zylinder hier innen drin hat allerdings einen Durchmesser von 25,8 mm. Ist also ein kleines bisschen größer vom Durchmesser. Dementsprechend natürlich auch der Pistonhead vom Durchmesser größer. So, und jetzt habt ihr ein kleines Problemchen, denn die Nozzle wird hier eben nicht über eine Tappleplate angesteuert, sondern ihr habt hier innen drin so einen kleinen O-Ring sitzen, der müsste ja aus FKM sein, rein theoretisch. Der sitzt hier innen drin und jedes Mal, wenn quasi der Piston nach vorne katapultiert wird, schießt der O-Ring hier gegen die Nozzleführung dagegen. Seht ihr das da hinten, was da rauskommt? Das ist die Nozzleführung oder die Nozzlehalterung. Die ist aus Stahl gefertigt, genauso wie die Nozzle selbst. Bedeutet, knallt hier dagegen mit viel Schmackes und dann, oh lei. So, und dann macht's Klick und dann hakt der Piston sozusagen hier ein. Wenn jetzt der Piston über die Gears aufgezogen wird, wird der Pistonhead mit nach hinten genommen bis zu einem gewissen Punkt. Bedeutet, ihr habt hier innen drin natürlich noch die Schraube, da wird die Feder noch einmal komprimiert bis zu einem gewissen Punkt und dann hakt das Ganze, hakt dann von dem O-Ring aus. Die Nozzle schießt sozusagen wieder nach vorne und dann katapultiert es den Piston wieder nach vorne. Bedeutet, ihr habt es gerade vielleicht auch schon ein bisschen gesehen, bedeutet, die Kugel selbst wird hier über diese sehr straffe Feder richtig quasi in die Hop-Up-Kammer reingeschossen sozusagen. Also wo man bei einem, oh, leise sitzt das fest drin. Ja, vielleicht konnte das gerade ein bisschen erkennen, bedeutet, die Feder hier vorne ist ziemlich straff. Und dadurch wird jetzt nicht wie bei einer AEG über die Tappleplate die Kugel langsam ins Hop-Up eingeführt, sondern wird sozusagen einfach über die Feder reingeschossen sozusagen. Dementsprechend ist nicht immer zu 100% gewährleistet, dass die Kugel an der Patchfläche immer an der gleichen Position sitzt. Bedeutet, es kann mal passieren, dass eine Kugel direkt hier hinten ansteht an der Nozzle. Es kann aber auch passieren, aufgrund der starken Feder, dass die Kugel ein kleines bisschen stärker reingeschossen wird und die Kugel dementsprechend ein bisschen weiter vorne sitzt. Dementsprechend kleinere Schwankungen im Hop-Up möglich. So, und das größte Problem, was ich mit diesem PTW-System habe, ist eben dieser O-Ring hier innen drin. Bedeutet, genauso wie bei Systema-Modellen wird euch der O-Ring, der hier quasi am Stahl jedes Mal arretiert und rausgerissen wird sozusagen, der wird euch verschleißen, definitiv. Bedeutet, hier müsst ihr unbedingt schauen, dass ihr so einen O-Ring hier, der da innen drin ist, unbedingt mal 1-2 Stück auf Ersatz hertut. Wie gesagt, der ist auch im Vergleich zu einem Standard-O-Ring ein kleines bisschen härter, muss er auch. Der wird euch aber definitiv verschleißen. Und wenn ihr jetzt den O-Ring oder vielleicht kann man es im Video vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen erkennen, der hat bereits so ganz kleine Mini-Risse oder der ist so ein ganz kleines Porös hier innen drin an manchen Stellen. Kann man das vielleicht schon sehen? Das sieht so, ja, das sieht aus, als wäre so eine Struktur da drin. So ganz, ganz feine Mini-Risse sind da schon drin. Dementsprechend, wie gesagt, unbedingt, wenn ihr so eine MDR auf Dauer spielt, unbedingt 1 bis 2 O-Ringe immer auf Ersatz da haben, denn dieser wird euch definitiv einmal verschleißen. Das finde ich einen gewissen Nachteil bei diesem PTW-System. So, also, das soll es vom Pistonhead gewesen sein. Können wir uns vielleicht so noch im Detail anschauen. Ihr habt hier einen ganz normalen O-Ring außenrum mit einer Ventilation, der natürlich einmal abdichtet und auch schön im hinteren Bereich aus POM so eine kleine Führung noch. Bedeutet, das Alu selbst hier vorne reibt und scheuert euch quasi nicht im inneren Bereich, sondern der Pistonhead wird hier über diese POM, ja über diese Führung letztendlich geführt sozusagen. Dementsprechend kein Abrieb hier vorne letztendlich an der Kante dran. Was da aber vielleicht auch sehen könnt, vielleicht kann man es so erkennen, wenn wir hier mal herschauen, der ganze Durchgang hier ist die gesamte Eloxalschicht bereits einmal weg. Und auch fühlt sich diese Bohrung sehr scharfkantig und zackig an. Denn hier ist die Bohrung auch ein kleines bisschen klein geraten. Bedeutet, wenn ihr euch das mal anschaut, der geht hier gerade so einmal durch. Bedeutet, sollte das Teil hier minimal ein bisschen schräg stehen oder aber der Piston ein kleines bisschen minimal schräg nach vorne kommen und nicht 100% ausgerichtet, dann reibt es quasi hier ein kleines bisschen über den Stahl drüber. Da einfach die Bohrung hier innen drin vielleicht nochmal um 0,2 hätte größer sein können, um hier gegebenenfalls Abrieb zu verhindern.
So, ansonsten im vorderen Bereich, gut, der Zylinderhead letztendlich aus Aluminium und Edelstahl, die Nozzle aus Edelstahl, vorhin gerade schon angesprochen. Die Aufprallfläche oder der Sorbo ist ein kleines bisschen dünn geraten. Bedeutet, da habt ihr letztendlich auch nur so ein kleines Sorbo einmal direkt außen drauf und eben nicht wie bei anderen oder wie bei Standard SAEG so ein fettes Sorbo, welches in den Zylinderhead reingeht, sondern hier habt ihr wirklich letztendlich nur so einen Gummilappen da hinten einmal aufgesteckt und das ist letztendlich euer ganzes Sorbo-Pad. Bedeutet, es kommt auch hier relativ viel Last natürlich aufs Gewinde vorne drauf, beziehungsweise auch auf auch ein bisschen auf die Hop-Up-Kammer, wo das Ganze dann später anliegt. So, jetzt müssen wir ebenfalls über den Pisten quatschen. Gerade schon angesprochen, Pisten ist aus Aluminium gefertigt und mit Stahlzähnen. Die Stahlzähne aber nicht irgendwie gefräst, sondern gesintert und auch aus einem relativ weichen gesinterten Material. Denn wenn ihr euch den Zahn hier mal anschaut, quasi der letzte, bevor das System einmal feuert oder zum Beispiel die Feder vollständig gespannt ist, dann sieht man hier, dass der Zahn doch schon nach 1200 Schuss doch schon ein kleines bisschen eine Vertiefung hat, genau da, wo das Sektorgear läuft. Also hier schabt es ein kleines bisschen das Material ab, also nach 1200 Schuss, das ist ja noch nichts. Würde das Ding nach 50.000 so aussehen, würde ich sagen, ja gut, ist in Ordnung, macht man halt mal 9 irgendwann rein. Aber nach gerade mal 1200 Schuss, hier bereits 0,1 mm bisschen Material runtergeschraubt, sollte meiner Meinung nach nicht sein. Und warum er da jetzt auch auf einen Aluminiumpisten zurückgreift, das verstehe ich leider auch nicht ganz. Denn auch der Aluminiumpisten sorgt leider für doch sehr viel Verschleiß. Wenn wir uns mal den Pisten im Detail anschauen und mal rumdrehen, schaut euch mal die Laufflächen an oder die Führungen. Könnt ihr das erkennen? Hier komplett einmal blank geschliffen, die ganze Führung, auch auf der gegenüberliegenden Seite. Hier kommt, und ich habe alles sauber gemacht. Es war alles wirklich gut gefettet, gut geschmiert, fast sogar schon ein kleines bisschen zu viel. Aber dennoch schleift und reibt hier das Aluminium im inneren Bereich doch relativ stark, muss ich sagen. Und auch im hinteren Bereich, wenn ihr hier mal herschaut, auch hier schleift es bereits das Aluminium oder schleift es bereits ein kleines bisschen im inneren Bereich. Und das ist noch gar nicht so wild. Wenn wir jetzt mal den Zylinder innen drin anschauen, dann sieht das Ganze schon ein kleines bisschen gravierender aus. So, jetzt muss ich bloß gucken, ob ich euch das zeigen kann oder ob ich da Licht reinbekomme. Ich weiß es nicht, aber schaut mal da hinten rein. Seht ihr, wie krass da innen drin der Zylinder schon aufgerieben ist oder abgeschliffen ist? Also hier, warum er dann Alupisten nimmt, verstehe ich jetzt nicht ganz. Da hätte es ein gescheiter Polyamidpisten hätte es da definitiv auch getan. Und auch, worauf ich jetzt eben auch hinaus möchte, auch hier, wenn ich hier mal mit der Lampe ein bisschen Licht reingebe, schaut euch mal die Laufflächen innen drin an. Wenn ich einen Winkel treffe, damit man sieht, wartet mal, so vielleicht, weiß ich nicht, könnt ihr innen drin die Lauffläche sehen. Also hier auch die Laufflächen, wo der Pisten innen drin läuft, sind letztendlich auch bereits komplett blank. Und ich habe es euch ja vorhin auch schon gesagt, das Sektorgear oben ist voll mit Spänen und dementsprechend gehe ich davon aus, dass hier einfach das Material zu stark aneinander reibt. Also auch wenn es gut gefettet und geschmiert ist, hätte man definitiv auf einen Kunststoffpisten oder auf einen guten PA-Pisten zurückgreifen können und eben kein Aluminium. Denn das Gewicht von dem Alu, das brauche ich eh nicht. Ich meine, der Pistenhead da vorne, der ist schwer genug. Da brauche ich nicht nochmal einen Haufen Gewicht draufpacken und hier einen Alupisten reinzubauen. Denn wie gesagt, der reibt und scheuert viel zu stark meiner Meinung nach. Dementsprechend, ich werde es für euch mal testen. Ich werde meinen guten PA-Pisten reinbauen und werde dann einfach mal auch nochmal vielleicht so 2.000, 3.000 Schuss durchhauen. Und dann schaue ich einfach mal, wie es mit dem aussieht. Ob der hält, ob er ein bisschen besser läuft oder ob er vielleicht sogar schlechter ist von der Haltbarkeit her. Wie gesagt, müssen wir uns anschauen, aber das sollte für den Preis eigentlich nicht sein. Vor allem nach 1.200 Schuss so ein Haufen Abrieb in dem System einmal vorhanden. Und dann lasst uns ebenfalls noch mal kurz im Detail auf das Problem, oder was heißt Problem, auf das leider doch relativ geringe Volumen eingehen. Vorhin nach dem Chronotest bereits euch erklärt oder angesprochen, dass wir hier letztendlich zwar einen fetten Zylinder drin haben, aber Silverback jetzt hergeht
und hier oben eine fette Volumenreduzierung in diesen Zylinder reinballert. Bedeutet, wir liegen hier gerade mal bei einem Verhältnis, obwohl wir so einen fetten Zylinder haben, gerade mal bei 1,85 bis 1,87 zu 1. Und dementsprechend fallen euch bereits 0,3 und 0,32 Gramm BBs, fallen euch von der Energie bereits ab. Und das finde ich einfach nicht ganz geil, denn wir haben jetzt hier eben so ein spezielles System. Wir können jetzt nicht einfach hergehen und können uns einfach einen geschlossenen Zylinder reinmachen, um eben mehr Volumen zu haben. Und warum Silverback eben jetzt hier auf die Idee gekommen ist, so wenig Volumen in das Ding reinzudrücken, das kapiere ich leider auch nicht ganz. Denn ich meine gesehen zu haben, dass es sogar einen geschlossenen Zylinder als optionales Teil gibt. Glaube ich zumindest, müsste ich nochmal nachgucken. Ja, aber warum bauen sie den nicht gleich rein? Lasst mich doch mit 2,2 oder 2,4 zu 1 spielen. Wenn man schon eben einen extra Hop-Up-Nap dazulegt oder einen anderen Tensioner für schwere BBs, einen R-Hop-Patch drin hat, dann muss ich doch das Modell auch so auslegen, dass ich genügend Luft einfach für gewisse Grammaturen habe und nicht irgendwie bis maximal 0,28 oder so. Das ist halt ein bisschen Quatsch. Also hier vom Volumen leider meiner Meinung nach nicht ganz perfekt umgesetzt. Und wenn man dann eben einen komplett geschlossenen Zylinder haben will, dann muss man halt die gesamte Einheit oben kaufen oder halt diesen fetten Zylinder. Und der wird vermutlich relativ teuer sein. Also Volumen weiß ich noch nicht, Neutralpunkt oder eventuell sogar ein Kritikpunkt heute. Und dann lasst uns noch kurz über das Thema Haltbarkeit bzw. Arretierung der Gearbox im Receiver sprechen. Habe ich euch gerade schon angesprochen, weiß ich nicht, ob das auch so geil umgesetzt ist oder ob es hier gegebenenfalls auch irgendwann mal zu Problemen kommen kann. Dementsprechend hier ein kleines bisschen Spekulation. Jeder soll sich einfach sein Teil dazu denken, ob das so in Ordnung ist oder vielleicht nicht. Zunächst mal schauen wir uns jetzt erstmal das System so an. Bedeutet, ich stecke jetzt einfach hier vorne mal kurz das System an. Wie rum gehört es? Einmal so rum her. Ne, so rum. Ja, so rum. Dann brauchen wir einmal einen Akku. So, und hier ist einfach die Standardfeder jetzt mal drin. Diese 100 Newton Feder, 1,3 Joule, ist jetzt hier oben drin verbaut. So, jetzt halte ich einfach mal dieses System, halte ich jetzt einfach mal ein bisschen fest. Wird ja letztendlich dann im Receiver nur über dieses Aluminiumgewinde und über dieses Alugewinde einmal gehalten. Ansonsten wird die Gearbox absolut nicht irgendwo fixiert oder arretiert in dem System. Wirklich nur links und rechts das Schräuble drin. So, und jetzt halte ich einfach mal das System so fest und gebe hier vorne über die Platine mal Schüsse ab. Und ich weiß nicht, ob man das wahrnehmen kann oder ob man das sieht, aber das ist eben jetzt eine wirklich schwache Feder. Und dennoch zuckt die Gearbox unheimlich. Bedeutet, ihr habt sehr viel Vibration drauf. Und wenn ihr jetzt hier eine 120er Feder reinknallt, dann habt ihr natürlich noch mehr, ja, dieses Zucken oder dieses Vibrieren auf der Gearbox drauf. Wie gesagt, müsst ihr euch echt mal anschauen. Das Ding, das haut da richtig schön hin und her. Und dementsprechend bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich auf Dauer gesehen ausreichend ist, wenn man einfach hier hinten zwei Schräubchen reinmacht. Wie gesagt, die Gearbox steckt einfach nur hier hinten drin und wird dann hier ins Aluminium reingeschraubt, hier eine Schraube und auf der gegenüberliegenden Seite nochmal eine Schraube. Und dann hält die ganze Gearbox nur an den Schrauben. Also ich weiß nicht, ob das geil ist, ob sich eventuell die Schrauben auf Dauer vielleicht ein bisschen lösen können oder ob sich vielleicht sogar bei zu starken Federn, sage ich mal, ab 1,6 Joule aufwärts, ob sich dann dieses Alugewinde, wo die ganze Gearbox arretiert oder aufgenommen wird, ob die nicht auf Dauer einfach verschleißen. Wie gesagt, ist ein bisschen Spekulation, aber ich finde es, hätte man vielleicht auch nochmal irgendwo anders zusätzlich fixieren oder arretieren können. Zwei so kleine Schräubchen, weiß ich nicht. Wie gesagt, bisschen Spekulation. Ich hätte es besser gefunden, wenn eben vielleicht nochmal irgendwo zwei Schräubchen mehr oder so dran gewesen wären. So Leute, jetzt kommen wir abschließend zum Thema Lauf- und Hop-Up-System. Einmal schön im Detail, auch gerade in Bezug auf Kompatibilität. Denn hier gibt es einiges zu beachten und ich werde diese Aufnahmen jetzt auch nochmal neu machen. Denn mir ist jetzt gerade nach 1500 Schuss leider noch ein Punkt aufgefallen. Bedeutet, ich hatte nach 1200 Schuss ungefähr bereits die ganzen Internals alles soweit fertig gefilmt für euch.
Dann habe ich jetzt eben nochmal die letzten 2 Tage nochmal ein paar Schuss abgegeben. Und auf einmal hat das Hop-Up relativ stark angefangen zu schwanken, was vorher nicht der Fall war. Dementsprechend habe ich jetzt das Hop-Up-System nochmal komplett demontiert und mir nochmal angeguckt, warum das jetzt auf einmal so stark schwankt, was eben vorher nicht der Fall war. Und da ist mir eben ein Punkt aufgefallen, den wir im Detail durchsprechen sollten. Fangen wir erstmal beim Lauf an. Das ist ein handelsüblicher AEG-Lauf von der Arretierung hinten, also 22 mm Arretierung von der hinteren Kante. Bedeutet von hier bis hier 22,06, 22,1. Wartet mal, habt ihr nicht sehen können? Wartet so, 22, lässt sich nicht bescheiden rausmessen. Hier 22,08, 22,1 ungefähr. Und ist dementsprechend auch zu anderen AEG-Läufen, wenn wir jetzt zum Beispiel den hier hernehmen, letztendlich rein von der Arretierung her kompatibel. Der hat zwar jetzt hier 22,2, aber die 0,1 mm Toleranz oder Abweichung ist absolut kein Problem. Also hier Standard AEG-Lauf, Länge wie vorhin schon angesprochen bei den technischen Daten 420 mm mit 6,05 mm Innendurchmesser. Also hier gibt es nichts zu schimpfen, auch von Verschleiße muss man sagen. Auch der innere Bereich schön aufpoliert und vielleicht könnt ihr sogar erkennen, jetzt nach ca. 1500 Schuss nicht einmal gereinigt und dennoch hat man hier hinten gerade unter der Patchfläche nur ganz, ganz leicht Abrieb von den BBs oder eben von dem PLA, von den BBs. Manch andere Läufe, Messingläufe, die von der Qualität innen drin nicht ganz so stark aufpoliert sind und einfach ein bisschen rauer sind von der Oberfläche, da hätte man nach 1500 Schuss hier unten schon eine deutlich stärkere weiße Fläche bzw. deutlich mehr Abrieb. Also hier innen drin schön aufpoliert, wirklich einwandpfiffig und nur minimales Abrieb hier unten von den BBs sichtbar. Also Lauf, tipptopp, können wir nicht schimpfen. So, dann lasst uns die Hop-Up-Kammer ansprechen. Die ist zunächst mal, würde ich sagen, in Ordnung. Ist aber halt auch nur so eine, ja, nur aus Kunststoff. Das müsste, ich weiß jetzt nicht, was es genau ist, ich glaube Polycarbonat schreiben sie, glaube ich sogar. Also Polycarbonat, so transparenter Kunststoff, kein ABS, finde ich schon mal gut. Aber warum er da kein PA nimmt, sondern Polycarbonat, gut, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, Hop-Up-Kammer, wie vorhin schon angesprochen, lässt sich leider von außen nicht wirklich schön einstellen. Man kommt mit dem Fingernagel mit Ach und Krach hin und benötigt dann auch relativ viel Kraft, um den nächsten Klick zu bewerkstelligen. Ihr habt quasi hier auf dem Hop-Up-Einstellrädchen hinten drauf lauter so kleine Löcher oder so kleine Senkungen drin, wo letztendlich das Einstellrädchen an diesen 2 Bobbles oder an diesen 2 gefederten oh, mir ist einer rausgefallen. Hier ist der andere. Aufpassen. Hier drin quasi 2 so kleine gefederte Kugeln letztendlich. Wie gesagt, ihr könnt da reindrücken. Die sind gefedert, relativ stark. Und über diese beiden Kugeln, ja, schrubbt ihr dann quasi über diese Klickposition drüber. Und dadurch kommt eben diese Arretierung zustande. Warum sie da jetzt unbedingt 2 Kugeln genommen haben, weiß ich jetzt nicht. Denn ich finde, es geht wirklich ein bisschen schwer zum Einstellen. Man benötigt einfach relativ viel Kraft, da man so bescheiden hinkommt, Entschuldigung, um eben mehr Hop drauf geben zu können. Vielleicht könnte man sogar hergehen, da eben die eine Kugel jetzt gerade schon rausgefallen ist, guck mal, vielleicht könnte man sogar hergehen und könnte vielleicht nur eine verwenden. Denn selbst wenn die Hop-Up-Kammer nur über einen O-Ring laufen würde, würde das rein von der Haltekraft her auslangen, damit sie es nicht verstellt. Also ob man da jetzt unbedingt 2 braucht oder ob vielleicht sogar eine Kugel auslangt, müsste man mal testen. Wie gesagt, ich fand es einfach vom Einstellen her deutlich zu straff, da man eben auch so nicht so toll hinkommt. Auch vom Rädchen selber, man kann es vielleicht ein bisschen im Video erkennen, diese Arretierung nicht, aber diese Aussparungen, wo man quasi reingreifen kann, die sind relativ flach. Bedeutet, ihr habt nicht irgendwie eine scharfe Kante, wo ihr wirklich sauber hingreifen könnt, sondern ihr müsst wirklich mit dem Fingernagel hier reingehen, die Kante treffen mit Ach und Krach und dann versuchen mit dem Fingernagel das weiter zu drücken. Also wie gesagt, einstellen, naja. Rein vom Aufbau her finde ich es dann gar nicht so verkehrt. Bedeutet, ihr habt dann ganz normal einmal euer Bucking drauf. Lasst uns, bevor ich euch das zeige, wie das aufgebaut, lasst uns ganz kurz über das Bucking sprechen, denn hier wird es ein bisschen ausführlicher. So, es ist zunächst mal ein R-Hop-Bucking verbaut, ungefähr
vergleichbar mit einem TNT TR-Hop oder auch mit einem MAG von Begadi, also so ein R-Hop-Bucking, aber ohne Stützen. Bedeutet, die Patchfläche hängt frei. Das kann ich euch mal versuchen kurz zu zeigen. Da muss man nur extrem aufpassen, dass man hier mit der Patchfläche nicht an der Brücke hinten entlang schrubbt. Warum? Das zeige ich euch gleich. So, jetzt ist es sauber drauf. Und wie gesagt, normalerweise, wer diese R-Hop-Buckings von Begadi kennt, die haben ja neben der Patchfläche selbst noch so Stützen, dass quasi die Patchfläche hier außen nochmal auf dem Lauf zentriert wird oder gehalten wird. Das hat jetzt das Bucking nicht, aber dennoch habt ihr letztendlich eine R-Hop-Fläche, die das gesamte Lauffenster hier oben drin vollständig einmal abdeckt. Und dementsprechend, das Ding schießt am Anfang oder hat am Anfang wirklich hervorragend geschossen. Also da gab es überhaupt nichts zu meckern. Wirklich super. Vom Druckaufbau, wie vorhin schon angesprochen, mit dem Standard-Tensioner, der drin ist, mit dem flachen, maximal 0,3 Gramm BBs möglich gewesen auf Maximum Hop. Und wenn ihr dann schwere gehen wollt, dann müsst ihr dann den etwas höheren Tensioner verwenden, der im Lieferumfang enthalten ist. So, jetzt aber ein kleiner Punkt. Die Schussergebnisse, wie gesagt, bis 1200 Schuss, wirklich super. Dann habe ich die Videoaufnahmen gemacht, habe gesagt, ja, alles gut, Bucking müsste mal ein bisschen kontrollieren, was kompatibel ist, pipapo. Jetzt aber im Nachhinein nochmal ein paar Schuss abgegeben, so circa 300-400. Und auf einmal war es Hop-Up nicht mehr ganz so geil. Und da müsst ihr eben extrem aufpassen, denn bei mir ist die gesamte Patchfläche oben vollständig gerissen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das erkennen kann. Wisst ihr was? Scheiß drauf, ich schneide das Ding auf. Moment. Das kann man jetzt eh nicht mehr verwenden, das ganze Bucking. Entsprechend schneiden wir es einfach kurz kaputt. So, und dann kann ich euch das ordentlich zeigen. So, hier seht ihr jetzt eben auch die Patchfläche. Wie gesagt, so eine Art R-Hop, bisschen kleiner vielleicht. Aber schaut mal, wenn ich jetzt hier ein bisschen in die Rotation reingehe oder ein bisschen biege, seht ihr das? Die gesamte Patchfläche ist so schräg eingerissen. Und zwar so rüber. Und das kommt aber nicht irgendwie vom Demontieren, dass man sich irgendwie hier an der Brücke hinten irgendwie die Patchfläche kaputt reißt. Denn da war ich schon wirklich sehr vorsichtig. Sondern das ist wirklich irgendwie gerissen beim Schießen. Denn gerade hier hinten, da ist überhaupt nichts. Und auch vom Abrieb selbst oder von der Abnutzung selbst nach 1500 Schuss sieht die Patchfläche noch wirklich einwandfrei aus. Gut, ein bisschen angerubbelt ist sie, ganz klar. Aber wie gesagt, die ist komplett gerissen. Und das ist doch der gleiche Punkt wie bei den anderen Silverback-Buckings, wie in der HTI oder auch in der SAS. Die Dinger sind einfach, was Verschleiß angeht oder was die Zusammensetzung vom Material angeht, leider nicht ganz so geil. Gleiches Problem hat man eben auch schon vor Jahren bei der SAS A1. Auch da sind die Original Silverback Buckings am laufenden Band kaputt gegangen. Also auch hier haben sie nicht optimiert und verbauen weiterhin zwar ein wirklich gutes Bucking, was out of the box wirklich super funktioniert, aber was eben vom Verschleiß und von der Haltbarkeit her nicht ganz so prickelnd ist und nicht ganz so geil ist. Also hier aufpassen, Leute, wenn ihr, ja wie gesagt, wenn ihr mal 2.000, 3.000 Schuss durch habt und ihr merkt dann auf einmal, hä, was ist denn jetzt los, warum funktioniert mein Hop-Up nicht mehr, macht's Bucking raus und schaut mal, wie eure Patchfläche aussieht. Denn hier, das ist irgendwie so ein relativ weicher Silikon, vermutlich gehe ich davon aus, und das Ding verschleißt einfach relativ schnell. Wie gesagt, genauso wie bei den SAS-Buckings. So, und jetzt da der nächste Punkt, ebenfalls aufpassen. Ich habe mir gerade schon angeschaut, Kompatibilität zu anderen Buckings ist auch nicht zu 100% gegeben bei der MDR. Denn wenn ihr euch mal das Bucking hinten anschaut von der Dichtung, dann ist zunächst mal die Lippe ein kleines bisschen kürzer, wie eine Standardlippe, zum Beispiel im Vergleich zu einem Maple Leaf oder sowas, ein kleines bisschen kürzer und auch vom Durchmesser ein kleines bisschen weiter oder ein kleines bisschen größer hinten. Bedeutet, wenn wir das jetzt einfach mal vergleichen mit anderen Buckings, zum Beispiel hier mal Prometheus, dann haben wir hier ein TNT, dann haben wir hier ein Begadi SHP, haben wir hier ein Begadi Short, dann haben wir hier ein Maple Leaf, stellen wir uns mal hier hin. Und dann haben wir hier noch ein Begadi, was ist das für eins? Ein Fly 5, also ein normales Fly. Und dann werdet ihr schon sehen, dass die hintere Dichtung oder dass der Durchgang je nach Bucking doch ein kleines bisschen variiert. Und hier müsst ihr unheimlich aufpassen, da ihr eben nicht die Möglichkeit habt, wie bei einer Standard SAEG, irgendwie jetzt einfach mal die Nozzle zu tauschen oder die Nozzle anzupassen,
müsst ihr einfach ein Bucking finden, was zur Original-Nozzle oder zu diesem PTW-System perfekt einmal dazu passt. Und hier passt eben nicht jedes Bucking einwandfrei dazu. Zum Beispiel, was gar nicht geht, ist das Begadi SHP und auch das Maple Leaf, denn die beiden sind rein von der Dichtung hinten nahezu identisch. Bedeutet, wenn ihr euch die beiden Buckings mal anschaut, die sind beide hinten vom Durchgang ein kleines bisschen enger. Und das haut leider mit der Original-Nozzle, mit dem Durchmesser nicht hin. Bedeutet, wenn wir uns die beiden Buckings einfach mal anschauen, die laufen rein von der Dichtung hinten, kann die Nozzle hier nicht sauber einmal reingreifen. Selbst wenn ihr die Dinger auf dem Lauf installiert, ist die Dichtung hinten einfach ein kleines bisschen zu eng. Bedeutet, die Nozzle kann hier über die Phase gar nicht in die Dichtung einmal reingreifen. Und dementsprechend wird es vermutlich der Fall sein, wie es auch bei manchen HPA-Systemen der Fall ist, dass ihr euch dann aufgrund des hohen Drucks von der Nozzle, aufgrund der starken Feder, dass ihr euch einfach über die Nozzle, die Dichtlippe quasi nach innen reindrückt. Also das ist leider nicht ganz so geil. So, jetzt habe ich mir auch noch eben andere Buckings vorher mal ganz kurz angeschaut, wo ich denke, die passen. Muss ich aber, wie gesagt, auch noch testen. Werde ich euch dann in diesem Technikvideo und in diesem Bastelvideo noch erklären, welches am besten funktioniert hat. Was zum Beispiel auch nicht geht, wo man davon ausgehen könnte, ist einmal diese Short-Version von Begadi. Bedeutet die Buckings mit der kürzeren Lippe. Denn wenn man sich das mal vergleicht mit dem Original Silverback Bucking, dann sind eigentlich die Dichtlippen exakt identisch lang. Bedeutet auch die Lippe von Silverback ist ein kleines bisschen kürzer wie bei normalen Buckings. Das funktioniert aber nicht. Bedeutet, die Nozzle greift zwar hier wunderbar einmal ran an die Dichtung, aber dichtet dennoch nicht zu 100% ab. Bedeutet, wenn wir jetzt einfach mal das Bucking hier drauf installieren, so, ist jetzt sauber drauf, ja, jetzt da, dann kann man hier vielleicht sehen, das passt hier rein von der Lippe, passt es wirklich gut. Das Problem ist aber, dass die Nozzle gar nicht so weit reingreift, letztendlich, wenn sie in der Hop-Up-Kammer verbaut ist, um überhaupt hier weit genug die Dichtung ja aufzudrücken, um abzudichten. Bedeutet, wenn ihr dann das Ganze installiert und die Hop-Up-Kammer zusammen mit dem Lauf gegen die Nozzle dagegen presst und vorne mal reinpustet, dann werdet ihr feststellen, dass das Ganze leider nicht zu 100% abdichtet. Und das ist aber auch mit dem Original-Bucking ebenfalls der Fall. Bedeutet auch hier, je nachdem wie stark ihr pustet, merkt ihr einfach, dass ihr ganz, ganz leicht irgendwo ein bisschen Druck entweicht außenrum. Also Begadi Short definitiv nicht. So, und jetzt habe ich hier ein paar Buckings, die müssten eigentlich gut funktionieren und da werde ich auch die nächsten Tage mal noch ein paar Tests machen. Das ist einmal Prometheus. Das ist jetzt ein Flat-Top-Bucking, aber ist erwischt. Prometheus, kleines bisschen länger von der Lippe hinten und passt perfekt zu der Nozzle. Also wenn ihr Prometheus-Buckings bevorzugt, würde hier in der Silverback oder in der MDR vermutlich hervorragend einmal funktionieren. Was ebenfalls gut funktioniert, ist einmal TNT. Bedeutet auch diese TNT-T-Hops und TR-Hops. Müsst ihr halt gucken vom Lauf her. Aber auch die sind von der Lippe perfekt zu der Nozzle passen. Bedeutet auch hier könnt ihr sehen, dass die Nozzle von der Phase her ziemlich gut hier einmal reingreifen kann. Bedeutet auch hier ist der Durchgang hinten oder der Durchmesser zu der Nozzle einigermaßen passend. Wie gesagt, einigermaßen. Noch besser wäre dann aber auch zum Beispiel diese normalen Fly 5 von Begadi oder MAG5, denn die sind wiederum auch ein bisschen weiter, genauso wie es Original-Bucking, bedeutet von der Lippe hinten oder vom Durchgang ähnlich groß. Und hier kann auch, wie beim Prometheus, die Nozzle über die Phase einfach schön reingreifen und man merkt dann einfach, wenn man es dagegen presst und reinpustet, da entweicht kein Druck. Bedeutet, hier könnte es sogar sein, dass die Energie minimal ein kleines bisschen zunimmt. Also wie gesagt, ich werde es mal ausprobieren für euch die kommenden Tage, mal unterschiedliche Buckings testen, Maple Leaf Buckings, Begadi Buckings und was ich halt noch alles da habe. Und dann werde ich euch in dem kommenden Technikvideo erklären, welches jetzt am besten funktioniert hat. Ihr könnt natürlich euch auch einfach so ein Original Silverback Bucking einfach mal auf Ersatz beiseite legen. So, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, wenn wir gerade schon beim Bucking sind. Was leider alle Buckings haben, nicht nur das Originale, sondern durch die Bank weg durch. Also auch Maple Leaf mit den Dichtrillen außen, auch diese Begadi Buckings mit den Dichtrillen außen. Kein Bucking passt wirklich zu 100% Press in die Hop-Up-Kammer rein.
Bedeutet, stülpen wir einfach mal das drauf, das ist ja jetzt, ist wurscht. Und wie gesagt, es ist bei jedem Bucking der Fall, dass ihr hier doch relativ viel Luft in der Hop-Up-Kammer habt. Schaut mal. Bedeutet, hier wird das Bucking nicht irgendwie ja, gepresst oder reingedrückt, sondern es sitzt hier wirklich relativ loose in der Hop-Up-Kammer drin. Und das ist eben auch beim Original-Bucking genauso. Also hier wäre es vermutlich auch nochmal ratsam, egal welches Bucking ihr bevorzugt, nochmal eine Lage oder 2 Lagen PTFE-Band außenrum ziehen, damit das Bucking wirklich sauber abdichten kann und sauber in der Hop-Up-Kammer sitzt. Also hier hätte man die Hop-Up-Kammer auch vom inneren Durchmesser minimal ein kleines bisschen enger fertigen können, um einfach Druckverlust zu vermeiden. So, und dann eben noch mal ganz kurz zum Punkt vom Tensioner. Wie gesagt, ihr habt ja diese beiden Tensioner im Lieferumfang enthalten. Der kurze ist standardmäßig drin verbaut. Das muss ich bloß gucken. Das hier ist der kurze. Da steht auch unten, da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, haben sie nicht sonderlich geil gemacht. Hier unten steht einmal L drauf für Low und der liegt letztendlich dann nur hier oben einmal drin. Und wenn ihr dann quasi euer Rädle dreht, dann läuft das Ganze hier innen drin über über einen Helix oder über so eine Art, Schnecke, also über einen Helix wird quasi enger, je weiter ihr dreht. Und dann drückt ihr letztendlich einfach nur den Plastik-Tensioner hier einmal drauf. Ist gerade bei schwereren BBs relativ aggressiv, wie vorhin vielleicht schon angesprochen. Bedeutet, ihr habt hier nicht zwischen eurem harten Material, nenne ich es jetzt einfach mal, und eurem Patchfläche irgendwie nochmal einen Puffer drin. Und dementsprechend, wie gesagt, wenn ihr den hohen Tensioner verwendet und dann 0,32 oder 0,36 reinknallt, dann reagiert das Hop-Up einfach unheimlich aggressiv. Und daher ihr es nicht frei einstellen könnt, müsst ihr euch dann auch für so einen Sweet Spot entscheiden zwischen geht in Ordnung oder hat minimal ein bisschen Überhoppen drin. Wie gesagt, so ganz perfekt ist es dann nicht, da ihr hier eben keine Pufferfläche mehr drin habt zwischen Patchfläche und dem Tensioner und dem Hop-Up-Rädchen. Wird also hart runtergedrückt. Andere Hop-Up-Kammern, egal ob ihr jetzt euch mal diese Max-Hop-Up-Kammern anschaut oder ob ihr euch Retro-Arms anschaut oder die Begadi Hop-Up-Kammern, die haben normalerweise alle nochmal zwischen Tensioner, beziehungsweise wenn sie einen Aluminium-Tensioner haben, haben sie immer nochmal irgendwie ein Gummi eingearbeitet zwischen der harten Fläche und dem Patch unten, damit ihr einfach nicht mit dem puren Alu einfach nur drauf prügelt und sozusagen keine Pufferfläche mehr habt oder keine Federfläche mehr sozusagen. Also hier wird einfach nur hart aufs Bucking runtergedrückt und fertig. Aber wie gesagt, es funktioniert und man kann es definitiv nicht kritisieren. Jetzt aber noch ein Punkt, weil ich gerade gesagt habe, es ist markiert. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich euch das einfangen kann. Wenn ihr euch mal den hohen Tensioner anschaut, vielleicht könnte deswegen auch das Bucking gerissen sein, ich bin mir nicht sicher. Hier seht ihr, Silverback macht hier unten in die Kunststoffform so ein, quasi ein Buchstabe rein. Also hier jetzt H für High und der kurze ist dann ein L für Low. Und das aber genau in der Fläche, welche letztendlich aufs Bucking drauf drückt. Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Und wenn ihr euch jetzt die hohe Version mal anschaut, dann ist es leider von der Fertigung nicht sonderlich schön, denn hier hängt so ein richtig scharfer Kunststoff, so ein Kunststofffetzen noch dran. Also wenn das auch bei euch der Fall sein sollte, am besten mit einem 1000er Schleifpapier ganz vorsichtig hier mal ein bisschen entgraten. Also wie man auf so eine dumme Idee kommt, genau auf die Fläche, die quasi für einen Druckaufbau da ist, da unten was anzuspritzen, das kapiere ich nicht. Das hätten sie hinten reinmachen können, da hätte es kein Mensch interessiert. Da hätten sie so schlecht fertigen können, wie sie gewollt hätten, aber doch nicht unten, auf die Fläche. Und was ihr vielleicht jetzt in der Nahaufnahme auch sehen könnt, wenn ich es scharf halten kann, der Tensioner an sich ist unten nicht abgerundet, ne? Also ihr drückt letztendlich diese R-Hop-Fläche einfach nur platt gerade nach unten. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Kleines, kompaktes Video zur Silverback MDR. Es fehlt natürlich wieder mein ganz persönliches Fazit. Und auch hier werde ich mir heute wieder ein paar Minuten mehr nehmen, um einfach gewisse Punkte aus den letzten vielleicht 2 Stunden nochmal kurz ein bisschen zusammenzufassen.
Fangen wir also an bei den Pluspunkten. Was finde ich jetzt gut? Der erste Pluspunkt würde ich sagen, wir haben hier endlich mal wieder ein exotisches Modell. Bedeutet nicht das 10.000. AR-15 Modell oder AK-Modell, sondern wir haben eine geile MDR. Finde ich mega. Also endlich mal wieder ein bisschen was Ausgefallenes und nicht dieser Standardbrei. Also klasse, exotisch, gebe ich einen Pluspunkt. Da könnte es gern mehr solche Modelle geben. Und wenn wir jetzt gerade schon beim exotisch sind, was einfach auch mega gut ist oder was Desertec mega konstruiert hat, ist die gesamte Haptik und die Ergonomie. Bedeutet, wie sich die ganze Knifte führen lässt, wie sie im Anschlag drin liegt, wie ihr an die Bedienelemente hinkommt. Das passt einfach wunderbar, ist unheimlich stimmig und lässt sich einfach super bedienen. Was ich eben auch so geil finde, gerade bei dem Bullpup-System, ihr müsst nicht hier hinten den Magazinauswurf verwenden und irgendwie hintergreifen, sondern ihr könnt einfach Abzug Hochfinger lang machen, hier links oder rechts drücken, zack, Magazin raus, neues rein, weiter geht's. Also Ergonomie, wie sich das Modell führen lässt, einfach klasse. Gebe ich einen Pluspunkt dafür. Handling Ergonomie. Der nächste Pluspunkt, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema Ergonomie und Handling sind, ebenfalls natürlich vollständig ambidextrous, bedeutet beidseitig nutzbar. Der Magazinauswurf hier vorne, links, rechts, der Feuerwahlhebel, links, rechts, komplett spielfrei, ohne irgendwie, dass er mal hängen bleibt oder irgendwie ein bisschen Spiel hat auf der einen Seite, nix. Funktioniert tadellos, Magazinauswurf hier. Und wie ganz am Anfang schon angesprochen, ihr könnt auch die Auswurfabdeckungen ebenfalls wie beim Scharfmodell auch ummontieren. Bedeutet, wenn ihr das Hop-Up auf der anderen Seite einstellen wollt, ja, entweder macht ihr nur die Klappe weg oder ihr macht dann die Auswurfseite einfach auf die andere Seite rüber. Dementsprechend komplett beidseitig nutzbar, hervorragend, gebe ich einen Pluspunkt. Nächster Pluspunkt, Federschnellwechselsystem, habe ich euch gezeigt. Einfach die Pins raus wie beim Akku einlegen, kurz aufklappen, ihr habt die 3 Federn im Lieferumfang enthalten. Mit dem Inbus rein, Spring Guide raus, ist eine Sache von 2-3 Minuten, dann habt ihr das Modell entsprechend für euer Spielfeld von der Energie eingestellt. Ist benutzerfreundlich, finde ich klasse, haben sie geil gemacht. Nur von der Energie, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Federschnellwechselsystem sind, von der Energie übertreibt's nicht. Das wird das System nicht mitmachen auf Dauer. Bedeutet, ihr müsst hier immer im Hinterkopf behalten, der Motor und die Gears müssen jetzt nicht wie bei Standardsystemen einfach nur die Hauptfeder aufziehen oder spannen, sondern auch noch die relativ starken Federn von der Nozzle und die relativ starke Feder im Piston innen drin, die kleine, auch noch mit aufziehen. Es kommt also mehr Belastung drauf. Dementsprechend, ich würde vielleicht sagen, maximal 1,7, ja vielleicht noch 1,8, weiß ich nicht, aber geht nicht hoch irgendwie auf 2 Joule. Da ist der Verschleiß und die Anfälligkeit ist da einfach ein bisschen zu groß, würde ich sagen. Also hier ein bisschen berücksichtigen, übertreibt es einfach nicht von der Energie. Nächster Pluspunkt, wo wir auch ein bisschen länger drüber quatschen müssen und auch länger drüber gequatscht haben vorhin. Thema Hop-Up-System, so wie die Knifte gekommen ist, out of the box, wirklich klasse. 0,3er rein mit dem kleinen Tensioner nur, hat, gut, man musste relativ weit hochdrehen, hat aber super geschossen. Also keine großen Ausreißer, links, rechts, irgendwie hoch, runter vom Hop-Up. Nix, schön präzise geschossen, hervorragend, gibt's absolut nichts zu kritisieren. Und eben auch, wenn ihr noch schwerer gehen wollt von der Grammatur, dann liegt der große Tensioner noch oder der hohe Tensioner noch dabei. Macht ihr den rein, dann könnt ihr sogar noch mehr Kugelgrammatur verwenden. Und das Originalmagazin macht das Ganze auch mit. Wie gesagt, mit 0,4 Gramm auch getestet, keine Feeding-Probleme gehabt, feedet richtig schön sauber, das Originalmagazin. Also hier, wie gesagt, gebe ich ebenfalls Thema Hop-Up zunächst mal einen Pluspunkt. Nur eben, was ein bisschen schade war, was wir jetzt in dem Bezug auch noch ansprechen müssen, nach ca. 1500, 1600 Schuss, habt ihr gesehen, hat es bei mir leider die Patchfläche weggerissen vom Bucking oder ist aufgerissen oder aufgeplatzt. Dementsprechend das Silverback Original Bucking ist zwar gut, aber auch vielleicht ein bisschen verschleißanfälliger, je höher man von der Kugelgrammatur geht. Wie gesagt, ich finde auch allgemein, das Material von den Silverback Buckings fand ich leider noch nie sonderlich gut. Auch bei der SAS oder bei der HTI, die konnten noch nie von der Haltbarkeit wirklich überzeugen, die Buckings. Wie gesagt, einfach im Hinterkopf behalten, dass ihr einfach vielleicht mal ein Bucking auf Ersatz da habt. Oder aber ich werde in den kommenden Tagen für euch noch unterschiedliche Buckings mal testen, welches gut kompatibel ist, sauber abdichtet und auch von der Performance an das Originale rankommt. Wie gesagt, ich stecke mal ein paar rein, machen wir dann im separaten Video. Also Hop-Up ein Pluspunkt.
So, und der letzte Pluspunkt ist dann einmal Thema EFCS und MOSFET. Ist zunächst mal schön, dass ein EFCS überhaupt drin ist. Es ist ein MOSFET mit an Bord, bedeutet, ihr könnt problemlos diese 11,1 Volt LiPos verwenden. Und ihr habt hier vorne eben noch das Triggerboard mit dran, mit einem schönen Mikrotaster, den ihr auch über den etwas schwach gefederten Abzug wahrnehmt. Habe ich euch vorhin gezeigt, ihr stellt den Abzug einfach hinter, daher einfach relativ schwach gefedert ist. Ihr merkt, wo ist der kleine Taster, klack, 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 vielleicht 2-3 Millimeterchen den Abzug bewegen, könnt ihr unheimlich schnell und definiert feuern. Also hier gesamtes EFCS-System würde ich auch erstmal einen Pluspunkt geben, dass überhaupt eins drin ist mit MOSFET. Bisschen schade allerdings, die Zyklenzeit ist mit 85 bis 90 Millisekunden im Vergleich zu anderen SAEGs heutzutage nicht ganz die schnellste. Also es gibt natürlich Modelle, die sind deutlich spritziger mit 30, 40 Millisekunden, mit dem Brushless drin oder vielleicht 50 Millisekunden. Da kommt die MDR nicht ganz ran, aber wie gesagt, aufgrund des Systems, da eben mehr gespannt werden muss, finde ich auch, ist es okay. Wie gesagt, sie hätte auch noch langsamer sein können. Also hier auf jeden Fall mal zunächst mal ein Pluspunkt EFCS MOSFET, kommen wir aber auch dann später noch mal kurz darauf zu sprechen. So, und das soll es erstmal gewesen sein mit Pluspunkten. Dann kommen wir zu den Neutralpunkten, wo ihr euch wieder überlegen müsst, ja, finde ich es geil oder ist das für den doch relativ hohen Preis vielleicht nicht ganz so geil umgesetzt. Da hätten wir zunächst mal, zwei Punkte. Thema, ja, Verarbeitungsqualität vielleicht ein bisschen, oder nehmen wir einfach diese beiden Punkte. Neutralpunkt, Thema Verarbeitungsqualität. Dieses bezieht sich aber nur auf den Spannhebel und auf die Auswurfcovers. Und hier verwendet Silverback wirklich einen sehr, sehr weichen und ja, eine sehr weiche Aluminiumlegierung letztendlich. Also das fühlt sich an wie Pappe. Gerade hier der Spannhebel. Erstens mal klemmt er, also nicht mit Gewalt hier rumnoddeln. Wenn der nicht aufklappt, wenn er einfach nur runterdrückt und hinterbewegt, dann funktioniert es. Wenn ihr aber jetzt das Ding aufklappt und so hinterbewegen wollt, dann verhakt es sich. Und dann fühlt sich aber auch die Spannhebel links und rechts, die fühlen sich so lapprig an und so, sorry, aber ein bisschen billig an, dass ich davon ausgehe, dass wenn man hier einfach mal ein bisschen zu stark zieht oder reißt, dass euch der wegbricht oder wegbiegt oder so. Also wie gesagt, das finde ich von der Qualität, den hätten sie vielleicht ein kleines bisschen schöner umsetzen können, macht aber natürlich rein von der Funktion überhaupt nichts. Bedeutet, ignoriert den Spannhebel einfach, spielt nicht dran rum und fertig, dann kann euch das auch relativ wurscht sein. Nur wenn ihr halt irgendwie die Knifte relativ nah am Körper tragt und irgendwie mal an der Pouch hängen bleibt oder sowas, dann, ja, wie gesagt, da bin ich mir ein bisschen unsicher, ob das auf Dauer so lange hält, der Spannhebel. Und auch die Covers hinten, wie gesagt, auch aus Aluminiumguss gefertigt. Die wirken auch ein kleines bisschen günstig, gerade wenn man sie mal wegmacht. Das fühlt sich auch ein bisschen an wie Pappe, sehr, sehr leicht. Und auch von der Arretierung her habe ich euch gezeigt, auf der einen Seite klappert das Ganze doch relativ stark rum, hat circa 1 mm, 1,5 mm ein bisschen Luft. Könnte man vielleicht mit Tape einmal fixen, werde ich mir auch nochmal anschauen im Detail. Also hier 2 Punkte von der Verarbeitungsqualität, wo ich als neutral bewerten würde. Der Rest ist wirklich klasse. Also gerade in Bezug internationale Reviews oder Review aus den UK irgendwie, dass der Lower Receiver da recht rumwackelt oder sowas, habe ich überhaupt nicht bei meinem Modell. Und auch der Punkt mit dem Vorderschaft, dass man den mit Kraft ein bisschen wegdrücken kann. Ja gut, Leute, wann drückt ihr einen Vorderschaft mit Kraft hin und her? Das könnt ihr bei einer AR15 auch machen. Also das würde ich überhaupt nicht irgendwie ansprechen, sondern das ist bei meinem Modell vollkommen in Ordnung. So, dann kommen wir zum nächsten Neutralpunkt und das ist leider das Volumen. Jetzt legt uns Silverback bei der MDR 2 Tensioner fürs Hop-Up dabei. Der kleine eben für kleine 0,3 Gramm und dann der hohe ab 0,3 Gramm. Hält es aber nicht für nötig, das Volumen für diese Grammatur auszulegen. Bedeutet, so wie die Knifte out of the box kommt, habt ihr eine Volumenreduzierung in dem PTW-Zylinder oben drin, wo ihr auf ein Verhältnis kommt von 1,85:1. Und da habt ihr im Chrono vielleicht gesehen, dass bereits 0,3 Gramm BBs leider von der Energie bereits abfallen. Bedeutet, packt ihr euch dann 0,32er rein, 0,36 oder vielleicht sogar 0,4 Gramm, dann verliert ihr einfach unheimlich viel Energie, da das Volumen hinten nicht ausreichend ist. Und das finde ich nicht gut, denn wer spielt das Ding denn mit 0,2 Gramm BBs? Weiß ich nicht, in Asien? Keine Ahnung. Also normalerweise spielt man ein kleines bisschen höher, zumindest mal 0,25 oder 0,28. Bedeutet, wenn ihr wirklich so hohe oder so schwere BBs verwenden wollt, dann seid ihr eigentlich von Silverback genötigt, nochmal den geschlossenen Zylinder, diesen PTW-Zylinder separat nochmal zu kaufen. Und der liegt aktuell bei ungefähr 45 US-Dollar.
Und das ist halt schon eine Ansage, muss ich sagen. Also da hätten sie von mir aus gern out of the box direkt den geschlossenen Zylinder einmal reinballern können. Denn, wie gesagt, lieber hat man zu viel Volumen drin, wie zu wenig Volumen. Denn selbst wenn ihr jetzt zu viel Volumen drin habt und, sage ich mal, nur 0,25 Gramm BBs verwendet, dann macht es rein von der Präzision oder von den Ergebnissen weniger Differenz, wie wenn ihr jetzt zu wenig Volumen drin habt. Wie gesagt, bisschen schade Volumen und dass halt auch der Zylinder relativ teuer ist. So, nächster Neutralpunkt, gerade eben gezeigt, Thema Hop-Up ist gut, aber mein Bucking nach ca. 1500, 1600 Schuss leider kaputt. Bedeutet, die ganze Patchfläche ist ganz komisch unten irgendwie eingerissen und hier, wie gerade schon angesprochen, einfach davon ausgehen, die Silverback Buckings an sich vom Material her sind leider nicht ganz so verschleißresistent wie andere Hopper-Buckings auf den Markt. Also hier, wie gesagt, ich gebe es jetzt nur als Neutralpunkt. Ihr müsst aber immer damit rechnen, wie schon angesprochen, dass ihr mal definitiv vielleicht mal nach 2.000, 3.000, 4.000 Schuss, je nach Kugelgrammatur, mal ein neues Bucking benötigt. Denn wie gesagt, das ist ein bisschen verschleißanfällig. Also hier ein Neutralpunkt. So, Spickzettel schauen. Das war's schon mit Neutralpunkten. Kommen wir zu den Kritikpunkten. So, größter Kritikpunkt meiner Meinung nach ist allgemein das Thema Verschleiß. Ich habe euch die Internals gefilmt nach ca. 1200, 1300 Schuss. Und hier war ich doch ein kleines bisschen überrascht, dass sich so viel Aluminiumspäne und Abrieb in dem System bereits befunden haben. Bedeutet, das ganze Modell, das ganze System war wirklich gut geschmiert, gut gefettet. Bedeutet, ich musste auch erstmal wieder alles sauber machen, damit ich überhaupt für euch solche Videoaufnahmen machen konnte. Denn das Ding ist durchtränkt mit Fett. Also das ist wirklich gut gefettet. Aber dennoch habt ihr gesehen, der Piston hinten komplett aufgerieben, aufgescheuert. Die Laufflächen seitlich komplett aufgerieben, komplett blank bereits. Dann auch der erste Zahn, quasi wo die Feder aushakt vom Piston, fehlen auch schon 0,1 mm Material auf den Zahn. Die Gears schon ein bisschen verschlissen, sind halt ganz normal gesinterte Gussgears. Und wie gesagt, das nach 1200 Schuss. Also ich will nicht wissen, wie das Modell nach 20.000, 30.000 Schuss aussieht. Da könnt ihr wahrscheinlich dann das Aluminium irgendwie mit dem Finger oder mit dem Putzlumpen rausputzen. Also hier doch sehr, sehr viel Verschleiß, muss ich sagen. Hätte ich nicht damit gerechnet. Und natürlich auch aufgrund dieses PTW-Systems, der O-Ring, der für die Nozzle-Ansteuerung zuständig ist, der ist ebenfalls sehr verschleißanfällig. Bedeutet, auch hier solltet ihr immer mal 1, 2 Stück Aufversatz parat haben, wenn ihr eine MDR aktiv spielen möchtet. Also hier, wie gesagt, großer Kritikpunkt meiner Meinung nach ist der Verschleiß. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es unbedingt nötig ist, jetzt hier einen Piston aus Aluminium einzubauen. Denn natürlich, es reibt die ganze Zeit das Alu übers Alu drüber. Das kann nicht gut gehen. Ich werde für euch ebenfalls mal einen ordentlichen PA-Piston testen oder Polyamid-Piston testen, ob der nicht vielleicht sogar von der Haltbarkeit her ausreichend ist. Denn dann hätte man eben nicht diesen hohen Verschleiß und diesen Abrieb in diesem System drin. Wie gesagt, werde ich euch testen, haue ich euch dann in das separate Technikvideo nochmal rein. Aber wie gesagt, gesamter Punkt Verschleiß muss ich leider einen Kritikpunkt geben. So, und der zweite Kritikpunkt, ich gebe jetzt zwar einen Pluspunkt auf Thema EFCS und MOSFET, es ist schön, dass es drin ist, aber die Elektronik ist meiner Meinung nach noch nicht ganz fertig entwickelt, denn die Akkuüberwachung funktioniert leider nicht. Da muss man zunächst mal sagen, das mit den Jumper finde ich zunächst mal mega dämlich gelöst. Warum brauche ich einen Jumper, um meinen Akku einzustellen? Jedes andere EFCS-System auf dem Markt regelt das automatisch. Bedeutet, das weiß einfach vom Chip her oder von der Programmierung her, das weiß einfach, ist jetzt ein 7.4er dran oder ist ein 11.1er rangesteckt und reguliert sich dann automatisch. Nein, beim Silverback-Modell, was seit 4 oder 5 Jahren in Entwicklung ist, muss ich einen Jumper reinstecken, hinten um meinen Akku einzustellen. Also das finde ich schon mal nicht ganz so geil. Und warum ich jetzt eigentlich einen Kritikpunkt gebe, ist eben der Punkt, dass das Ganze mit der Akkuüberwachung gar nicht funktioniert. Bedeutet, wenn ihr den Jumper einstellt auf 11,1 Volt, dann funktioniert der Zyklus nicht mehr. Bedeutet, ihr könnt triggern, ich habe es euch gezeigt, dann zuckt der Motor mal kurz an, dann im nächsten Triggern löst er komplett oder die Elektronik macht einfach gar nichts, wenn ihr triggert. Erst wenn ihr dann hergeht und die Akkuüberwachung komplett deaktiviert, also ohne Akkuüberwachung fahrt, erst dann läuft das Modell wirklich tadellos. Und das hatten eben auch auf dem internationalen Markt mehrere Leute. Also hier, Thema Elektronik, sollten Sie bei der nächsten Charge nochmal drüber schauen und verbessern bzw. optimieren.
Ebenfalls, das kann ich jetzt zwar nicht bestätigen, aber wenn ihr mal bei YouTube auf den Silverback-Kanal geht, da haben sie ein Video online, wo sie erklären, wie das mit diesem Jumper da funktioniert. Da haben auch 2 Leute bereits drunter geschrieben oder drunter kommentiert, die haben ihren Akku angesteckt und die Elektronik ist instant durchgebrannt. Also auch hier Thema Elektronik scheint es noch ein paar Kinderkrankheiten zu geben, was man sich vielleicht oder was man ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Wie gesagt, ein bisschen schade heutzutage, da entwickeln es ewig lang rum, liefern das Modell aus, kostet einen Haufen Geld und dann funktioniert die Akkuüberwachung nicht. Also ein bisschen schade, gebe ich einen Kritikpunkt. So Leute, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Jetzt überlegt ihr ja bestimmt, ja Reaper, wie sieht es denn aus? Preis-Leistungs-Verhältnis, ich meine, das Ding kostet 700 €, was würdest du dazu sagen? Habe ich mir auch meine Gedanken gemacht und ja, überlegt, gebe ich es vielleicht als Neutralpunkt oder gebe ich es eher als Kritikpunkt in Bezug auf die anderen Punkte, bin ich aber bis jetzt auf keinen grünen Zweig gekommen. Denn natürlich, wenn wir es ganz hart runterbrechen, dann bekomme ich letztendlich eine Airsoft für 350 € oder für 300 €, die läuft genauso und schießt genauso gut wie die MDR. Wie gesagt, dann spart man sich einen Haufen Geld. Allerdings muss man auch wieder überlegen, das Ding war ewig lang in der Entwicklung, es ist was Exotisches, es ist wieder neu konstruiert, es ist ein Lizenzmodell und dann kostet es halt einfach mehr Geld. Also wie gesagt, ob diese 700 € jetzt in Ordnung sind oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Als reiner Anfänger, nur weil ich das jetzt schön finde, das Modell, würde ich eher sagen, vielleicht nein, denn aufgrund des Verschleißes und der technischen Umsetzung vielleicht nicht ganz so geil geeignet. Wer ein bisschen Erfahrung hat und sich auch mit der Technik ein bisschen auskennt und eben auch Pisten so mal tauschen kann, da würde ich sagen, wenn du ein harter Fanboy bist oder die MDR geil findest, ja, dann gönn dir. Aber wie gesagt, doch relativ teuer. Was man natürlich bei dem Punkt Preis-Leistung auch noch ein kleines bisschen beachten muss, ist die Ersatzteilversorgung und Kompatibilität. Bedeutet jetzt einfach mal irgendwie, ja, mal geschwind irgendwie ein Ersatzteil innerhalb von 2-3 Tagen da zu haben, könnte je nach Lieferant oder je nach Teil vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ich gehe aber stark davon aus, dass die meisten Gearbox-Teile, dass sich unsere deutschen Shops definitiv darum kümmern werden. Bedeutet so Standardteile wie Zylinder, Pisten, Nozzle, Pistenhead vielleicht noch, dass das Zeug auf jeden Fall immer verfügbar sein wird. Auch Hop-Up-Kammer sollten sie definitiv einmal aufnehmen als Ersatz. Auch der Tensioner, falls man mal verliert. Was dann schon wieder ein bisschen schwieriger wird, wenn euch vielleicht mal dieser lapprige Spannhebel abbricht oder sowas. Da muss man eben gucken, wo man dann einen herbekommt. Wie gesagt, irgendwo EU vermutlich nicht. Da müsst ihr dann vermutlich irgendwo in Asien anfragen oder schauen, ob ihr irgendwo hier also besondere Ersatzteile für das Modell bekommt. Aber wie gesagt, das hat man letztendlich bei so Exoden immer, dass man sich auch Gedanken für die über die Ersatzteilversorgung machen muss. So Leute, das war jetzt lang genug, jetzt machen wir Feierabend, würde ich sagen. So Leute, wollt ihr jetzt noch irgendetwas ergänzen zu der MDR? Habe ich jetzt irgendwas schlecht erklärt oder wollt ihr irgendwas korrigieren und ausbessern, wo ihr sagt, ja gut, der Verschleiß, das ist ja noch in Ordnung oder das ist ja normal, ist ja vielleicht bloß die Eloxalschicht oder so. Wie gesagt, haut einfach alles unten ins Kommentarfeld rein. Wenn euch das Video gefallen hat, einmal Like, Abo, Glocke aktivieren und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.